So, hallo Leute, herzlich willkommen zum heutigen Stream. Wir spielen heute Diablo 4 weiter und wir müssen schnell machen. Wir haben was zu erledigen. Ich bin zu spät dran, I'm sorry. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich wollte um halb oder dreiviertel spätestens anfangen. Naja, hab's vergeigt, hab irgendwie Wasser im Wohnzimmer. Schwierig. Anyway, der Entwickler-Livestream läuft schon. Das heißt, wir schalten jetzt einfach zu, ne? Hi, by the way. Hi, hello. Ich bin ja noch so irgendwo in-game. Und ich würde sagen, ich gucke mal gleich, wie ich das für euch jetzt am besten zum Laufen bringe. Hallo, ich möchte ein eigenes Fenster haben. Das ist schon mal gut. So. Oh ja, die reden schon über Dinge. Oh ja, wie lange läuft das leicht schon? 35 Minuten, aber die haben ewig Intro, das sagt nichts aus, ne? Cool. Ja, ich probiere euch das gleich wieder so einzublenden. Wie letztes Mal. Diablo. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wenn das schön klappt, dann fahren wir mal ein Ründchen nebenbei. Pass auf, wenn ich da jetzt Ton anmache. So new versions of these items will have all of the buffs we're talking about. New versions will have everything new, and the old versions will get the new stuff on Dann the halte ich actual einfach die legendary Klappe, effects, ne? but then you won't have the new Blend the item Chat noch stats. aus am Got it. besten. Thank you. Wait a Yeah, second. so going back to kind of other things that we're looking at. So that's the Sorcerer and the Barbarian what we're focusing on. Then generally across all classes we're doing a few other things as well. We're looking at builds that aren't really hitting a high enough power level, and we're going to be just buffing them and increasing the power of them so they should feel better and be more competitive. We're also going to be looking at increasing the attractiveness of kind of uniques across the board. We're focusing on Sorcerer and Barbarian for this patch, but we actually believe that we can do this kind of thing across the board. There's a lot of uniques that we think aren't really hitting the mark. It's something that's kind of a tough thing that we talk about a lot on the team, because you know the roles and the things that the uniques have as far as their item power are all fixed, right? They can't re-roll different stats all over the place. So we could very easily just make all uniques really good by putting all the best stats on the items, right? That's an easy thing to do for us. But we kind of have a push and pull there where we don't want to just make all of them clearly the best items in the game. They have all the best stats and they have really good powers. We want there to be something that's really unique and attractive about them, and you have to kind of think of how you're going to fit these into your character's build. But we think that we are just not hitting the mark on a lot of them, so we're boosting them a little bit and then just kind of seeing how that goes. Next, we're going to be looking at opening up build-specific designs to be more widely useful. So there's a lot of effects on legendary powers and in other places where this effect only works in a very narrow use case, like only on a single skill or a single group of skills, or we're using a certain proc to get it. And in many cases, we're just going to open that up to be more widely usable so that players can actually use them in more different builds or different ways. One example of this that we'll go over later is Chain Lightning's upgrade, Greater Chain Lightning. Currently, it gives you the bounces of Chain Lightning do bonus damage when it bounces off of you. And we're going to change that so that it just does bonus damage when it bounces off of anything. So instead of being kind of a narrow use case where you're only using it like on a boss or a single target enemy and getting value, you'll just get it a lot more often now. Yeah, it feels like a much better lightning range skill now in that way. It's easier for me to clear packs. Das klingt schon mal gut für meine Zauberin. So that's kind of what we're looking at for this patch. Okay, so we talked last week about sort of our things that we want to do, like going forward in the game, other things we want to do. Not all of that stuff is in this patch. Yeah, right? no, we have a lot of talks on our team. We have a lot of things that we're thinking about and going on. I thought it'd be really good also to kind of talk a little bit about how we feel about more longer term goals and things about the game. So these aren't coming in this patch, but things that we're thinking about that'll come in the future that the team's kind of focus on. The first one is kind of finding ways to bring different types of damage closer together. As I'm sure many of you in the community know, vulnerable and crit are really, really strong right now. Kind of a lot of the meta is about, you make an enemy vulnerable and then you do bonus damage to them, and then you stack as much crit strike chance and crit damage as you can, and then you blow them up, right?
Our game actually was foundationally made with other types of builds that aren't only those in mind, right? We have like damage over time or dot damage, things like Firewall or Shadow Necro does a lot of this. We also have Overpower as a mechanic in our game, and these other different ways to build your character. We want them to have parity with, you know, vulnerable and crit damage. So we're going to be trying to find, our goal is to find a way, and we're working on it right now, that all those different ways of dealing damage have a lot of parity. So no matter if you're an Overpower build or a crit build or a damage over time build, you will be relatively equal in power to all the other different types of ways to play. So another one that we're looking at is adding scaling to builds and effects that don't really scale very well in the game. This is something that I think is a big opportunity for us to open up just excitement in different builds in the game. And what I mean by this is we have a lot of legendary powers and effects that like spawn a new thing. An example of this is like on the Barbarian, there's some legendary powers that spawn earthquakes or dust devils. Another one is the Necromancer has like things that leave shadow trails on the ground that deal damage. And these things, they deal what we call flat damage, which is like we give it a damage number, and then that's how much it does, and then that damage number kind of scales with player level. But what we find is that a lot of these things are really good in the early and mid game when they drop, but then when you get to the really late game, they kind of fall off really hard. And what we want to do is find ways to add scaling so that the player can opt into like making a build out of these things. So if I want to be an Earthquake Barbarian or a Dust Devil Barbarian, I can actually do that, and it's supported by the game. So that's something that we're really excited about because we think that'll open up a lot more build possibilities. Ultimates are kind of in this range as well. That's a more long-term goal. But similarly, you know, a lot of ultimates are really strong in the early and mid game. You take it blows up the screen, feels great. And then in the late game, a lot of ultimates that we see that are used just because they buff the player in some way. Yeah, they don't blow up the screen the same way anymore. Yeah, right. I want you to be excited to use Bone Storm because Bone Storm is awesome, not because it gives you a buff, right? Or you know, Grizzly Rage or other ones, right? So that's kind of something that we're thinking about in the mid to long term to make the game kind of open up and have more builds available. So we've been talking here a little bit about sort of our philosophy here. We're about to get into patch notes. We're about to talk about Sorcerer. But we thought that it was important to talk a little bit about this philosophy, both because we want to be very transparent in terms of like how we're thinking about the game and what kinds of, like why we're making changes, both so that when you see changes, you can understand what we're thinking, like what we're going for. And also so that we can incorporate feedback from the community, feedback from you into these kinds of changes. Yeah, and that goes down even to the format for this particular live stream, right? So like we're going to go through a lot of details really soon, which I think people are really excited about. I hope people are really excited about because we're going to have a lot of those. And then afterwards, we want to hear back from the community about like how this worked. Like was this the best way to get this information? Did you get a lot of good data from us, and do you understand why we're doing making the changes that we are? Right, and to Joe's point, again, it's really useful for you to understand these things. It's going to help with the feedback that you give us back. We know whether we're hitting it or not. Yeah, and this is like a multi-stage type of thing. So we're actually gonna. You guys are about to see a ton of slides here in a second, going through pretty much all the different detailed balance changes that are coming across the classes. But then, like we said, like we do plan on releasing patch notes so that you guys can actually read them in more detail, and in those patch notes will be, you know, additional information such as like all the bug fixes and so forth that will be coming in with the game itself with 1.1.1. So. Do we know when we're getting we plan on releasing those? So we are. Look at this. We had planned this to talk about it later, and now like. Sorry. And now you're just gonna spoil it. We're actually gonna release patch notes, full patch notes. You guys will see these patch notes first here on the stream, but we will release patch notes next Wednesday on August 2nd, so that everyone will end up seeing it. We'll talk about the patch date here at the end of the stream. We're closer to the end of the stream. Yeah, so just wait for the end of the stream. We'll talk about when that's going to go out. But what we do want to do is we do want to jump straight into the balance changes and so forth. Yeah. And we do want to start off with the sorcerers. So we have a lot of different slides and changes here that we do want to detail. So Adam, I know, wants to go through them all. Yeah, totally. So I think what I'll do is just give you a few moments to look at the screen and kind of see what we're doing, and then talk high level about some of the bigger changes here. So Flickering Firebolt is one we're changing Firebolt to basically just generate mana when you hit an enemy. Before it was only generated when you hit a burning enemy. So when you would just try and cast Firebolt, without doing anything else, you would just always miss the first hit of getting the mana, which felt bad a lot. That always felt bad. Yeah, so it's a negative feedback loop. So we're just going to make it feel nicer. You still feel nice about burning things and piercing, but you just get it more often.
Probably another big one here is That's the nice. greater chain lightning change I talked about, where every time that it bounces, the next hit would deal damage rather than only bouncing off of you. And then we're also buffing the other choice for destructive chain lightning, so you get more crackling energies. Next one, let's go to the passives. These are all the key passives at the bottom of the skill tree. Isu's Ferocity is a big one. You're going to see a lot of these kinds of changes where it used to work kind of in a more narrow use case, and now it works in a case that it didn't, so that's just generically good. This one, it used to not really work on bosses very well. You had to kill enemies by critting them to get the bonus, and now you can also get it during boss fights by just hitting the boss and critting them. So you'll just have uptime and usefulness in a part of the game that it didn't before. Next, for Paragon, we're going to talk, let's see, these are a lot of the defensive changes that we talked about. So you've got some damage reduction increases to a lot of the glyphs and nodes across the board. Again, we're targeting that late game survivability for the Sorcerer. Another one that kind of opens up more ways to play and just makes it more usable is the Searing Heat Legendary node. This one is when you cast Fireball or Meteor, now it just increases your crit strike chance across the board for 5 seconds, so you can get that crit strike and use it on any of your skills rather than only on them. Yeah, damage reduction is actually like extremely strong in Diablo IV. It's really, really good. Yeah. So these things should be pretty impactful. Yep. Next one. Alright, so here we've got some more Paragon nodes. Again, damage reduction across the board. Keep in mind that also on some of the rare nodes you can see them twice in a board, rather than only once for the glyphs. So that means that this is actually like doubled if you go for both of them. And then we're also increasing the maximum life bonus on a couple of nodes. Again, just targeting that late game survivability. And now legendary, so there's a lot to chew on here. There's your first one, Serpentine. Yep, there it is. That's one we talked about before. So now you can have a Hydra active, and instead of the duration being decreased, it's actually going to be increased. Next, we've got some, again, damage buff numbers to things that are underperforming. Aspect of 3 Curses is one that I'm particularly excited about. Before, this one used to be that it only increased your crit damage of Meteor only and only against healthy enemies. So it was one skill and only healthy enemies. Now it's going to work on Meteor and Fireball, and you get half of the bonus all the time, and then an extra bonus against healthy enemies. So now you can use this in builds that you weren't able to at all before. The next one is pretty good, is Gravitational Aspect. This one was it used to reduce your damage in exchange for the lightnings orbiting around you. Now we're going to increase it. So again, that's a pretty big swing in power. Next, we've got Recharging Aspect. This one was kind of similar to the change that we did to the Chain Lightning. Habe ich das nicht ausgerüstet? It What used the to heck? give you mana when it bounced off of you. Now it's going to give you mana when it bounces off of everything. So again, a lot more usable. And in combination with that Unbroken Tether, I think Chain Lightning players are going to be eating pretty this patch. We're also increasing the bonuses of Chain Lightning that you get when that proc happens. Änderungen klingen aber Lots nice. of Chain Lightning bounces, they give you lots of things, should be really fun. We're also putting a new legendary into the game. This is the Mage Lord's aspect. This one makes your Veer's Mastery Key passive, the damage reduction there, be increased by quite a bit so that you can survive when you're in that melee range. And let me see here, some Snow Veiled aspect is getting a pretty big generic buff, where before it just gave you Unstoppable when you used Frost Armor. I believe that's gotta be Frost Armor. But now it also gives you bonus armor when you use it as well, just generally more useful. Incendiary aspect terrifies me, but we're doing it. This one used to be that it procced off of all of your burning damage. So your burning damage could give you mana, and now it's going to just do it off of your pyromancy skills damage. So this opens up Meteor, Fireball, all of those other skills that aren't really Firewall. I think that's good for that one. And then for uniques, we've got the Gloves of the Illuminator. This is the one where your fireballs bounce and deal AoE damage. Before, when you got this, it was kind of in a very weird place where the bounces could do it pretty often in such a way where you'd only hit an enemy once with a bounce. And we have to put this damage penalty on it because, you can hit enemies multiple times with it, and it's AoE, and gives you a bunch of procs of all of your stuff, so it's really, really strong. But because you could only hit an enemy once, a lot of times this was just a damage nerf for your character. Yeah, you'd bounce it one time on a monster, and that was that. And now you got nerfed for getting unique, right? That's that never feels good. So we reduced the distance that it bounces a little bit, so it should be more easier to consistently hit an enemy twice. And then we also reduced that damage penalty, so now no matter what, if you hit an enemy twice, it's a damage bonus. And then we also replaced one of its affixes from damage to stunned to lucky hit to restore resource. And since this thing, bounces and hits enemies a lot of time, the lucky hit procs are very powerful with this. So we think this will be a lot more attractive for
All right, moving on to the Barbarian. So, like I said before, we're increasing the Fury generation of all of those basic skills. So you're just going to get more Fury in the early game so that you can, do that basic core skill loop a little more often, so it should be more fun. Double swings gain a damage buff, ruptures gain a damage buff, charges gain a damage buff, and one of the enhancements is increasing that vulnerable duration, so it should hopefully be more attractive. One thing I do want to note is, like, even on the, if we go back to the other slide, like, Sure. A lot of people are going, like, Fury gain 11 to 13 and like 10 to 13, and they're always like noting like, well, that doesn't feel like a big number and so forth. But I think players, by percentage, it's really big. Yeah, by percentage, it also it's actually scales really with a whole lot of other stuff. It gets spooky when we do too much in a percent-wise. Exactly. So I think because of how everything works in our game. I think people are seeing some of the smaller numbers, but not realizing that other things obviously it scales with other things and other and it mixes in with whether you. Other gear that you have and so forth. So this is just the baseline number, and you have to remember that obviously when that number gets tweaked, everything else gets tweaked. That gets. Want to point that out too when we do like damage increases, where it might seem small because it's increasing the base that everything else multiplies and scales on. It can be a bit. I mean, sometimes it's not as much. We can go and do it again, right? But it's scary and risky. So we have to think about that, because it's very easy to be like, oh, just make it 20. And now, late game, you're just like bashing once and then getting all your Fury back or something, right? Right. So. All right, so Violent Upheaval. This one gives you Berserking, and it used to be that you had to damage 2 or more enemies or 3 or more enemies to get a better buff, and now we're adding bosses to that. So when you're in a boss fight, you're just going to be able to get and chain that Berserking. Again, making it usable in a part of the game where it didn't used to be. We've also got Gushing Wounds is one I think worth calling out. This is the key passive. We're increasing the scaling of your bleed to crit damage, and then also your bleed damage when you overpower an enemy is going up significantly. Yeah, that's huge. Yeah, so now when you overpower and get that AoE bloodburst, it's actually going to do quite a bit of chunky damage, we're hoping. Walking Arsenal is another one worth calling out here. We heard some feedback that it's really hard to keep up all 3 of your weapon types when you're doing Walking Arsenal. Usually 2 is fairly easy. You can like have a basic and a core that are different weapons, but getting that 3rd one to consistently happen, especially if you're using a cooldown skill like charge or leave or something like that, it can be hard to maintain that. So we're just increasing it to make it more forgiving, which should also increase all of those legendaries and other powers and uniques and stuff. That was possible for me when I had Deathblow charges, but whenever I was only running like 1 Deathblow charge at a time, like that build just didn't. Yeah, really come Deathblow's online. probably one of the more one of the easier ones to get, and even then it can be a little hard, right? Yeah, for sure. This is great. It opens up a lot. Yeah. So next, let's talk legendaries. Let me see. One of them, the aspect of Unrelenting Fury here, is one worth calling out, where again, you're going to get a benefit when hitting bosses, so now it's useful in a part of the game that it wasn't used in at all. Another one is the aspect of, or 2 Earthquake aspects there at the bottom, Bullkathos and Earthquake. We're increasing the amount of damage reduction and damage bonus, so if you want to do that Earthquake build, like I said before, we want those Earthquakes to do damage and be meaningful, but in the meantime, while you're standing in them, those buffs on you are going to be a little bit more powerful, so hopefully we can incentivize people to go through that fantasy. All right, next, so uniques. We've got a lot of stuff here with Barbarian uniques. Again, the high-level goal here is we're generally improving just the base thing the unique does, and then also trying to replace an item stat that wasn't very attractive or not as attractive with one that we know players really, really like to make these meaningful for them. So Fields of Crimson, this is the one where you do blood pools when you rupture enemies. We're increasing the damage. We're increasing the damage that enemies take standing in pools, which is a pretty big buff. And then we're also changing the rupture cooldown reduction with bonus crit strike damage. And again, combine that with the bonus in the key passive where the bleed damage, 70, right? where that scales better. That'll just be quite a bit more damage across the board. Hellhammer we talked about. Ramaladi's Magnum Opus, we're replacing the physical damage affix with vulnerable damage. 100,000 steps, the base affix of the boots, we're replacing the evade cooldown affix with just more evade charges. And then we're also replacing the damage against stun enemies with bonus gehört, Luke. which you'll see a couple times. Es geht Zauberer und Barb Buffs. Let's talk about. So, I was just going to say we said that we were going to buff Sorceress and Barbarian. We're going to make some changes in 1.1. But Adam, you've
been working on. We don't want to leave the other 3 classes out, right? Yeah, totally. Most of these changes that you've seen are for Sork and Barb, but I think we had some time to make some changes to the other classes too. We totally did, so we can go on here. One thing I do want to call out, though, the focus of the patch is the Sorcerer or the Barbarian, so you're going to see a lot more for them, but we wanted to give the other classes something exciting as well. Rogues are actually, I think, eating pretty well right now, so they're pretty good, but we still found some things of underused things to buff. Probably one of the more big ones here is Forceful Arrow. We're changing the functionality here so that every time that you cast, third cast of the arrow just pierces all enemies, which is a pretty big, just generic bonus. We got some feedback on Rain of Arrows that it was kind of weird that the second wave was the one that knocked all the enemies down, because a lot of times, you cast a skill and the combat is in a certain state where the enemies are where you want to hit them and probably where you want to CC them, because you usually want to group stuff up to CC them. But because it happens on the second wave, the first wave comes, does a little damage to everything. They all move. And then they all move, and then everything falls apart, right? So this just makes it more reliable. It sets itself up. It sets itself up, yeah, exactly. Here, let me look if there's anything noteworthy. There's some buffs to things that are underused. So the aspect of Elusive Menace no longer requires hits to be from close enemies. So again, we're just making things more generically usable. And then for uniques, kind of similar to Barbarian, we found some room here to make a couple stats replaced with things that we know are really, really attractive. So in Wind Force, we replaced the all stats affix with bonus vulnerable damage. And then the Word of Hakan, we replace ultimate damage with cooldown reduction. So Druid, kind of similar to what I said about the Barbarian, about that early game kind of feeling a little bit slow. We're also improving all of the spirit generation of the Druid's basic skills. So across the board, you're just going to be able to get to those core skill casts a little bit easier. We're also improving the passive damage generally of a lot of their companion skills. So your wolves are going to feel better. Both passive and active damage is going up. The upgrades for the wolves are all going to be a little bit more powerful. And then same thing for ravens. Their passive damage is going up. And then brutal ravens, this is the one that gives you another little, a couple more little ravens to go peck your enemies to death. They're also going to peck a little bit harder. So a little bit more fantasy fulfilling there, I think. And then we're also looking at rabies. We know that Poison Druid, just if I want to do a pure Poison Druid, is a little bit behind, so we're really targeting rabies as a pretty meaty upgrade there in its damage. This will also, by the way, improve the legendary, I think it's legendary where your wolves can cast rabies. That's also going to be improved by this. So just that whole archetype will be better. And then for legendaries and the class mechanic, we're just buffing some things that are a little bit underutilized, so they'll just be stronger. And then Necromancer, so here we've got quite a few things going on. Bone Spirit, this is the enhanced Bone Spirit, which is where when you crit enemies with the Bone Spirit, you get cooldown reduction. We're increasing that from 6 to 7 seconds, so it should be a little more friendly to players in this current state of the game. The Wither legendary upgrade here, this is the one where your shadow dot damage is going up, and we added a new way to scale that damage in the legendary space. We got feedback that this really just wasn't scaling enough to be meaningful, even when you invested a lot into willpower. So now you're just going to get a lot more bang for your buck. You're going to do, the requirement is less, so you're going to get more procs of the increase to your damage and chance to proc that damage, and then also just your bonus damage straight up is going to be better. So the shadow builds should be a lot better. Empowering Reaper, we got some feedback that totally makes sense to me now, and a year ago me should have thought of this, but the way that this used to work was Sever would spawn a pool of blight under enemies, and the chance was based on you critting them. So the idea was you would create a crit build, and then you turn your crit into these pools of damage, right? That sounds kind of cool. But it turns out, crit doesn't work with dots at all. So that pool doesn't get scaled with the way that you make the pool. So it just doesn't work design-wise. I take the blame for that. But now we're changing it so you just have to damage enemies to spawn those pools of light. So now this can actually be more friendly to dot builds. And then aspect of Explodes Flesh, this one used to have the same effect, but only when hitting vulnerable enemies with bone skills. So now you can just get, we have a new resource mechanic for all the Necromancer specs that aren't bone. And then here, let me see, probably one of the big ones to call out, even though it's just a number buff, is Aspect of Torment. That Essence Regeneration was just woefully undertuned, so we increased it pretty significantly. Hulking Aspects, this one, I'm hoping gets to see more play. This used to be a resource legendary, which looking at it now was a little weird, because it doesn't actually give you resource, it's just cooldown reduction on the golem skill. So we're going to move that to a utility. So now you can put this on your boots and other places that you didn't have to, and it doesn't have to take that prime ring slot to use this legendary.
And then we're also updating the effect a little bit to be stronger. And then for uniques, kind of similar to what I said before, the Greaves of the Empty Tomb, we're changing the bonus intelligence affix to be replaced with bonus move speed, which I know is particularly attractive for Necromancer players. Yeah, mobility for Necromancers. Oh, yeah, well, Necromancers, they may want mobility a little bit. Usually the slower individuals in the group. So yeah, helping them out a little bit. Here, this is a monster change, but it impacts minions really, so Necromancer and Druid. But these attacks now from the Balrog and some elite affixes are going to be dealing reduced damage to Necromancer minions and Druid companions, so your pets will just die less often to these things. And then now we got some of our generic updates. We only have a couple of them. The first one is to a Malignant Heart. This is the Caged Heart of Spellbreaking. And this one used to say that when you took elemental damage, you gained damage resistance to that element, right? It was thematic to reducing only that element. But we found that was really, really narrow. Again, trying to open things up so it's not so narrowly useful that you're not going to ever take it. So now it's just going to give you just generic damage reduction when you take elemental damage. And then our last one here for item updates is Temerity. So we got a lot of feedback on this one. It's funny because when we launched the game, we thought that this Paragon-System gesagt und Paragon beim Zauberer ist but then we realized due to the stats on it that it just wasn't hitting the attractiveness that we wanted. So even though this terrifies me, we're going to bump it up and see how it goes. But we're going to replace the all stats affix with bonus max life. The barrier is now also going to be scaling with your maximum life, and it'll probably be working with other barrier legendaries where you need a barrier to do certain procs and things. This will not proc with that as well. So we think this is going to be a pretty big buff to this item, and hopefully we'll see it in your max life and increase healing builds. Yeah, so we have a ton of updates coming to the classes. Yeah, a lot of stuff. We literally just went through it's quite an almost like an encyclopedia of stuff that, especially on the barb and sorcerer classes. But I will say that it's nice that we got some stuff in for the rogue, necromancer, and druid players as well. Making sure that we kind of buffed up some of the more undertuned stuff that we had seen. One more caveat to all of that. I should have said this at the beginning. It's not final yet. Not final This yet. is planned. That's why you probably saw the little the odds are very high we do 90% of it or most of it, maybe even all. But as we get into the weeds of things and we're updating things, some things may change. So this is our plan. It's very likely it'll be at least most of it, if not all of it. But it's not completely in the game yet, so there might be some number tweaks, basically. Yeah, we always add a small caveat just because things are still going through testing right now on our side. Correct. And we want to make sure testing, all that stuff. Yeah, so. we want to make sure we're not completely. I'm very careful. I always caveat, not final until you see it in the game. Adam's being very cautious about it. I am very cautious. It's not going to be. You're not going to experience something that's totally different from what you just saw. That's right. That's also why we're not releasing patch notes today. And we're going to actually discuss when patch notes will be released later on the stream. So we'll reveal that. And one thing I do want to note is because I'm seeing this a little bit in chat and people are going hey, you guys are adjusting some tweaks with for instance druid summons and their minions. Same thing with there's a lot of questions about hey, what's the overall plan on minion builds and so forth in the future? Is that something you guys are still going to want to work on, look at in the future? I can talk about this for a very long time. Yes. Druid and Necromancer are a little bit different, so I guess I'll talk Necromancer first. So Necromancer minions is absolutely a core fantasy of Necromancer players that minions are cool and awesome, and that you can raise the dead and have the dead fight for you. That is core. Minions, it turns out, in all games, not just ours, or summons or all that, are very complicated and hard to make work. They have a lot of moving parts that are different than every other class and build archetype in many games. They have AI. They have a passive and active component to them typically. There's a lot going on. So in this patch, we're not touching the Necromancer stuff a lot. It is on the team's radar of looking at the ways that they scale, looking at the ways that things proc with them, looking at just the combination of passive versus active activity that we want the player to do there. So there's definitely a lot going on there. We are thinking about it. There will be stuff coming, but no promises on when, but we are actively talking about it. Druid is a little bit different because from the ground up, the class fantasy is not only minions, right? It's a specific build and way to play. One of the things that we were concerned about when launching the game is we didn't want the Druid to have just as many or more companions than the Necromancer, and they're stronger. It's where's the fantasy of the Necromancer if the Druid does it better, right? So that was something that we contended with a lot. I'm sure that we're going to flex on that over time. We did add support. We still love companions on Druid, and
we will absolutely be making it more of a thing, hence why we're buffing them a lot in this patch. But we are careful about the design space and the fantasy of the different classes, right? We don't want all the classes to be exactly the same because then you don't feel different when you're playing. You don't have new interesting mechanics that are between them. We talk about that a lot on the team. It's very easy to be like, hey, just this class doesn't have this and it's fun, give it to all the others, right? I think Necromancer and move speed is part of that, where we overcorrected a little bit, where like we didn't want them to have a teleport or dash, right, like a rogue. If Necromancers are dashing around everywhere, that's a weird fantasy, right? But not giving them enough movement speed options at all, I think, is something that we're coming back on. Yeah. So, but it's a push and pull, right? It's on a spectrum of how far do we go into another class's Okay, das klingt aber auch gut. Das ist zumindest im Schirm haben mit Necro-Movement Speed. Keeping true to the core and finding clever ways to fix it, or we can't fix it and we do need to bend a little bit. And it's always a conversation. It's also interesting to see that the feedback, particularly on Druid Companions, like we knew that they were really cool. Ja, like, the number of es Druid fehlt so players sehr. looking for more Es ways würde to einfach make reichen. Companion-focused builds. Hier ist They did a ja little bit higher than Bewegungsgeschwindigkeit expected. reduziert It's one of those auf situations where, Blutnebel. like, kind of in response to the fact that Statt der players Reduktion ultimately einfach um players want to go 10% after erhöhen. fantasy, Fertig. like, I am the master of the animal kingdom, and I'm going to have all these and nature, right? I'm going to have all these buddies with me. I think it's kind of like moving our hand a little bit. It's like, oh yeah, actually there is something really cool here. There is fantasy here for us to really latch onto and more that we can do. But to Adam's point, it's still very important we make sure that the Necromancer feels distinct and the Druid feels distinct after these changes go in. Correct. It's the eternal struggle for us on class design. Sure. Yeah. We also have a lot of like quality of life items that we wanted to talk about that we actually kind of hit on last week when we were talking on the campfire chat that would be coming in 1.1.1. And I know we wanted to talk a little bit more about those here. I know we have some changes coming for like monster density, for instance. Yeah, I want to talk about monster density. So we've said a few times now that we're going to increase monster density in Nightmare Dungeons and Helltides. These changes are in 1.1.1, like we said last week. And I think we have an image of an example of a Nightmare Dungeon this is how it is today. Yeah. If you go into Nostravis Deepwood, of course, monsters are going to not be exactly like this, but this is an example of it. And then in 1.1.1, it's going to change, so you can see a lot more monsters here. There it is. And this is really going back to, we talked about our mission statement for the live game of after you've achieved your build, being able to go in and mow down large numbers of enemies, deal with large numbers of enemies. That's sort of a core part of an ARPG that we want to make sure that we're delivering, especially in the end game content. So that's how to look for Nightmare Dungeons. On Helltide, we've been doing the same thing, increasing density. As I said last week, there are some areas of Helltide that are highly dense, and we want to make sure that all of our players across all of the different platforms that we support can enjoy this increased density, so it's not just the people with the absolute top-end equipment. So we've also been making sure that as we bump up these densities, that we're doing it in a way that performance stays reasonable. So you can actually, like, if we bump up density and then the game turns into a slideshow, we didn't actually make the game more fun. Even though there are a lot of monsters, so it needs to stay performant at the same time. So we've been working on that at the same time so that we can really hit that target. And this is something too that, when 1.1 comes, 1.1. 1.1.1. We gotta have like Triple one. We gotta have a different name for these patches. For these patches, it's fine. When that comes out, we're going to be looking at the density there and seeing how close it comes to this mission statement, this goal, right? And if it's not hitting this goal, then we're going to keep working toward that goal. Check. So we really want to make sure that it's Crossclaim ist erstmal wieder fertig. Backtrack Peaks haben wir noch Sidequests offen, aber wir haben da genug Dingens gedöns. Das heißt, meine neuen Ziele sind jetzt Hawezar, Dryster und Kyrgyzstan. Aus irgendeinem seltsamen Grund bin ich in den Quest-Tipps da am weitesten. In regards to bosses and so in Hawezar So we didn't fehlen mir talk noch die about this last week, but we Stützpunkte. have gotten a Das lot of ist es. feedback Okay. before about
about players, particularly Anyway, like in ich World fand ihn Tiers einfach 3 mal and mit 4, Price fighting Tips like dabei. Ich dungeon habe teilweise bosses and diesen world Zeitgeist bosses, schon angenommen. and being able to go in there with their enhanced power. Now they've got like some uniques online. Their build has really come online. And they've got like a lot of like damage developable targets, you know, like they're mowing through some of these bosses faster than you expect, right? So, or rather, fast enough that's not really challenging and not really engaging. So we are boosting the health of bosses in World Tiers 3 and 4, you know, at brackets as you're kind of going up the experience. But you know, in exchange for this, in exchange for making some of these pieces just a little bit harder as players are going through them, we are also going to be making a change to the rewards that you get going through these. Yeah. So now, like after 1.1.1 goes live, dungeon bosses starting at level 35 even. So this is before you can get into World Tiers 3 and 4. And then it's the so once you've done that, or once you've killed those, you're gonna have a guaranteed legendary item drop in that space, and that's gonna carry up as well into World Tiers 3 and 4. When you complete a Legion event, that's gonna also give you a guaranteed legendary drop starting at level 35. You know, there's a chance before 35, but there's guaranteed at level 35 you're going to have one pop in. And then another Butcher has a 100% chance to drop a legendary as well, because he's a boss, of course. And then another really big one is we got, and this is funny. I did it. Please don't follow me on Twitter unless you really want to see a lot of nerdy stuff. But I did a Twitter poll a while ago where I basically said like, you know, what do you think is the chance at which a treasure goblin will drop a legendary item? And I said it was like, you know, 10%, 25%, 40%, 50% with the 4 options. The majority of players, voters, I should say, right, all selected 10%. This is nice. Everybody had their own, you know, their feelings on it as they were kind of going through it. But the reality is at level, and I said level 50 treasure goblin as part of this. But the reality is they have a 50% chance to drop legendary items today. And that's like going back to like level 35. They've got a very, very high chance to drop legendary items. But so what you're saying is sometimes I kill a treasure goblin and it doesn't drop a legendary item. That's correct. That's exactly right. So basically, if you flip a quarter every 25 minutes, you know, that's basically your chance to get a legendary item when you're fighting treasure goblins in the overworld. And it's very easy to have like tails 5 times in a row, and then that's what happens to me every time. And as humans, we are 7 times more likely to remember a negative thing than a positive thing. So this is nothing wrong with rather there's nothing wrong with the player's perception of treasure goblins not feeling rewarding. You don't see them that frequently relative to other content types, and when you don't get a legendary item from something called a treasure goblin, that can feel bad. So what we decided to do is we've gone back and said, starting right at level 15 for treasure goblins, 15, they have a guaranteed legendary item drop chance when you kill one from that point forward. So now when you see treasure goblins on the map, you start hearing them like snortling around in the corners of your screen. You know you need to go fight that thing. You need to take it out. You need to get a legendary item from it. That happens very, very early. So we think that's going to be like a really fun like update to kind of help get these things across. 50% isn't useful in this case. 100%, absolutely. We want you to feel like you're getting that power. Das ist ja auch stark. Das ist besser als Achso, weil es Stufe 2 ist. I will note, Joe missed a wonderful opportunity to drag in Gabi, the goblin. The treasure goblin? Into the frame. Should I try we have a plush treasure goblin just off we screen. have a very large plush. Here's this giant treasure goblin that absolutely doesn't fit What the on heck? camera Look at all. how happy he is. And now he's off camera He's again. legendary. now. Staring at Joe as he's literally talking We have a lot of other stuff to discuss. staring at Joe as he's literally talking about killing him. Bisschen lauter. So yeah. Schade, diese rum. It is a plush. It is a plush creature. So yeah. I know, and so we talked more about, or you actually, when we were on the stream last week. Sorry, about 2 weeks in a row, you guys. We talked about respecs and so forth. So I know that is also coming in. Yeah, in 1.1.1. we just want to confirm that By the way, the stuff we said last week, we're going to reduce respec cost by 40%. Players are going to get an extra stash tab. And Elixir stat count is going to go up to 99. Yeah, and the stash tab is just purchasable by gold. right. So that's just to make sure people don't think we're just selling it. Tab 1's 100K, Tab 2 200K, Tab 3 300K, Tab 4 is going to be 400K. So you can buy that for your seasonal stash and for your normal stash. Yes, exactly. And then one other thing that we did want to talk about, because this was a question that came up last week in regards to like the leaving dungeon options and like teleporting out of dungeons and so forth. And I know you wanted to talk more about that here today. I don't know. I think I explained it pretty well last time. So clear. So clear. There's a loop there.
I don't know why anyone's confused. This is very clear. No, I'm just kidding. We're going to change it back to 3 seconds. Yes. Basically, the reason that we increased this is we have, in Diablo IV, we have a mechanic where when you're casting some kind of spell or power and you get hit by some damage, you don't get interrupted immediately. You have to take about 5% of your health and damage before it gets interrupted. And this makes things like town portaling back to town, leave dungeon, etc. feel a lot better. Saving a prisoner. Saving a prisoner, absolutely, yeah. Every time. So if you're taking like really incidental damage, it's not going to get interrupted. But we were worried about a case where you're in the middle of a high-intensity combat fight or in the middle of a boss fight, and we felt like it was a little bit too easy to get out of that in terms, and that's actually what it's referring to, the loop, which again, I felt like I nailed it, but I guess you know, and so. You know, there are other ways that we could have solved that, right? We could have said like, oh, well, you get pushed back on your cast, or like, oh, well, it's only increased to 5 seconds if you're in a boss fight, or something like that. But ultimately, you know, what players really accurately pointed out is, look, this slows down the core loop of the game in a way that's not fun. Yeah. So we're just changing it back to 3 seconds. Yeah. So it was at 3 seconds, went to 5 seconds, going back to 3 seconds because. You know, obviously, good player feedback, from everyone. So I've got one more bonus thing to talk about too. So so we've been getting a lot of feedback, obviously, on the end game experience, tiers 3 and 4, and you know, Nightmare Dungeons are a really big part of that. Last week we talked about how we were going to be ensuring that the Nightmare Dungeon difficulty was scaled more appropriately. Right. So now, like, you know, the tier 70 difficulty was the old version. Rather, the old version of tier 70 is now the tier 100 after the changes that we made. To more accurately reflect the balance we have in Diablo 4 versus the kind of insane overtuned stuff we had prior for the tier 70 plus content. One other thing that we obviously are thinking about, like, you know, the scaling difficulty is one part of this, you know, but we also get plenty of feedback on on some of the Nightmare Dungeon affixes themselves. And we know that some of these are sort of ones you're going to want to basically throw in the trash right away. So you're going to want to salvage these and get Citadel Dust immediately when some of these things kind of pop up. So a couple of the ones that we're actually going to be, for now, we're removing a few of these as we think about reworking them or deciding what we want to do with them. But we're going to be taking these out in 1.1.1. They're not going to appear anymore. That is, so the first is Resource Drain. It's not going to be showing up in Nightmare Citadels anymore. Cold Enchanted is not going to be showing up in Nightmare Citadels anymore for a bit. And then Backstabber is being removed as well as part of 1.1.1. Now, this is not by any means an exhaustive list of the things we'd want to like adjust on the affix side. You know, there's lots more that we want to do to kind of improve this experience. This is just sort of like while we're in here beginning to look at these things, we know that these are problematic. We have adjustments we want to make anyway. We want to go ahead and pull these out and just make the experience better today for players. Yep. Cool. Awesome to hear. I know that a lot of players have been giving feedback about specific Nightmare Dungeon affixes and everything. So it's great that we've been able to jump on a few of the ones that we know are problematic with the community and kind of pull them out and reevaluate and see what we can end up doing with those. So we did, obviously we talked about the date for the patch notes beforehand. I don't know what you mean. But we do want to specify like that we are going to be releasing patch notes, full patch notes next week. It's actually going to be on August 2nd next week on Wednesday. We'll be releasing full patch notes. And then 1.1.1 is going to be coming out on August 12th, which is Tuesday. So players will, did I get those dates right? Yes. I'm doing this by memory. I'm doing it by memory. No idea. So. I've seen so many calendars in the last day. Tuesday after. Oh, sorry. It is I lied. It is August 8th. Yeah. See, this is dates. Everything's a blur. Right. August 8th. Sorry, August 2nd is when the patch notes will be coming out in full, and then August 8th is when the patch will actually hit. Sorry, I apologize. I've had a lot of dates in my head over the past couple of weeks. Sorry, so, we buffed the date. Yeah, buffed the date. That's just also like part of the patch notes. So players will be able to see everything next Wednesday. We'll be posting those, so make sure to stay tuned. Of course, on the Diablo social media, etc. We'll end up updating the patch notes there, so players can see it. Just remember, the patch is not that day. We're just posting the notes early so that players can actually see them. This goes back to exactly how we were talking about that we want to
better communicate these notes here, similar to how we're doing this here on this campfire chat. And then, of course, August 8th is when the patch will Oh, damn, ich habe die erste Blume liegen lassen. Ah, ich hätte es selber anklicken müssen. Kann die nicht mal selber ihre blöden Blumen farmen? Boah, diese Side-Quest. Das hat mich immer schon aufgeregt. We do want to jump into Q&A because we just went through a whole bunch of stuff right here. I know one question that, as we start to populate questions, feel free to ask them in chat on Twitch, by the way, because we have chat enabled there. But I know one question, and something that we talked about last week, as we're waiting for questions to kind of come in, was about XP in later game, or for late game players and stuff like that. Do we have any update and in regards to that specific topic? Yeah, I can talk about that. So we did talk about this last week. And what we said then was that, you know, we are not looking to make the game feel slower across the board. We're not looking to like slow down the players' like XP gain rate in response to like feedback about some of the other changes that we had made. You know, the goal was really, we want to make sure the players are having a good time progressing through World Tiers 3 and 4, not feeling like they're hitting a point where it's just really, really difficult to make progress. So in response to some of these thoughts, we had gone through and we had you know, raised the amount of experience that you gain from like before the 1.1 patch went out. We raised the amount of experience gain you get from Nightmare Dungeon completion, from Helltide cache opening, from Whisper completion. Like we went and did a good buff on those activities to make them feel juicier. And now we're going through and we're updating density inside the Nightmare Dungeons and in Helltide areas as well. So all this to say, we are committed to increasing the speed at which the players will be progressing through these later world tiers. We're not happy with the speed at which players are getting through some of this content and the kinds of behavior incentivizing as a result of that, right? We want to make sure that players feel that they can play the way that they want and they can progress at a decent pace. But now that we've made a number of these changes, we do want to see what the impact's going to be on the overall XP gain rate across the board for players, and just seeing how different kinds of players are progressing, so that when we go through and we make changes, which we will be making soon, I think probably likely for season 2, when we go through and we make these changes, that's going to be informed by what we see players going through and what their experience is like now. So it's really just a question of like how much are we going to make adjustments, like what's going to feel right, and that's going to be based on like what we see from players. We have 2 people actually asking pretty similar questions, but one was specifically calling out Adam Jackson and his thoughts on this, but they both are very similar questions. One is from Febzilla, the other one's from Karnaga. I'm so sorry. Can I just jump in really quick? Can I ask chat a question? Do you, yes or no, do you want Adam to read the names of people that he is getting the questions from the chat? I think we should. Adam. Yes. Okay, he's saying he should. Okay. I think we should, just because I don't want to go into that whole situation where that other outlet made up names and we don't do that. So, sure. But Karnaga and Febzilla, they both ask about. People are all like, no. I knew it. Well, honestly, it would make my job so much easier. I know. I wish I Please could. finish your question. we're going to read these at least. Read But these, the question is about crowd control. Obviously, it is a huge and popular topic amongst the community. What are our thoughts about crowd control? What are we planning on doing about that here in the future? I bet we all have thoughts on that, actually. We do, yeah. Yes. Let me just say first that we think that as you get into situations where there are lots of monsters on screen and high-end areas where the amount of damage that you're seeing going in and out is really high, so you're having to react really quickly. Situations where you're being hard CC'd, or like stun or freeze or something like that, can be much more impactful than they are when the intensity and the pace of combat is lower. And so we want to make changes to CC to make that experience more fun. We want to do that. It's not in 1.1.1, but those are changes that we're looking at right now. Yeah. There's larger CC stuff that we're discussing internally that we want to kind of pair with a few of the big changes we have planned in the future. In fact, we're working on stuff like that for that right now. Yeah. There is a question here regarding, it's
my favorite question because I always get this. It's from Cookie Drops. So are you guys planning on addressing the issues related to like the imperfectly balanced on Necromancer, the decrep aura on Necromancer, and those are addressed in 1.1.1. Yeah, we fixed it. Those are we just didn't list all the bug fixes and stuff There's like that. There's a whole lot of bug fixes. Yeah, so you guys will see those with the final notes and everything, but those are addressed in this specific update, and it's something that I know a lot of people have been asking, going like, well, I can only add 1 point, yet it says I can add 3, and so forth. So most definitely being addressed in that. We've actually just been getting a general decent amount of questions related to resistances and what the intent is going to be with resistances here in the future. There's a ton of questions, so lots of names. But I guess like what's the vision on resistances here in the future? I talked about it a little bit. The vision is kind of, I think, what the standard vision of most games is, which is everything is impactful and meaningful and feels good, and you invest and get rewarded for those things at all times. But reality is a little bit harder than that, but that is kind of the North Star and what we're trying to do. The idea is that when you invest in elemental resistances, you will notice a difference in the damage that you take. We don't want just armor or damage reduction or any like king stat that is just way better than everything else. That's the only thing you care about. It is tough to find a perfect balance there of how impactful some things should be versus others, and then can you negate certain kinds of combat when you max things out or only focus on only one thing. And there's a lot of gray area there that we're talking about, but our goal is that, and when we go and really take a deep dive at it, is one, we don't want you to just stack armor and that's better than everything else. We don't want you to stack just like general damage resistance and that's just better than everything else. We want elemental resistances to be meaningful, but we also don't want to get to a place where you fight a fire boss and you stack all fire resistances and it actually can't hurt you. Right? There's always a push and pull in this. The inverse of that is actually also really dangerous, which is that you're wandering through the game. You don't always know the kinds of creatures or affixes. Obviously, you don't know the kinds of affixes you're going to be dealing with. You've got 0% poison resistance, and you get basically one tick from a level 60 poison creature kills you. Sure. Right. It's like there's a balancing act. The team is as we move forward, everything that Adam just said is 100% accurate. We want to make sure that the choices between like armor for mitigation, for damage resistance based on passives, legendary powers, glyphs and Paragon nodes, those things are impactful, and that resistance plays a really, really important role. The big difference here is that resistance is a thing that you are going to stack and earn separately, and that they are usually tied to affixes or inherent affixes on rings and jewelry. So it means that some players will be able to go and encounter situations where they are not going to have a predictable amount of resistance when they go into an encounter, which means that we just need to think about what that is going to feel like for that player, and imagine a world where they are able to still complete the content, but it's much more effective to have the appropriate amount of resistance. We need to make that feel impactful. Yes. So there's going to be situations where we are going to ensure that if you are getting into a predictable fight against a creature that is going to be dealing a certain kind of damage, and you don't have resistance in mind when you go into that fight, you're going to be penalized for that. That's going to be a really, really difficult situation for you. But we are, trying to balance this against the general flow of Diablo IV as it stands today, as opposed to trying to like remake it into an entirely different experience. Right. And to sort of get to I think the point of the question, the question there, which I think is, do you guys realize that resistances don't feel like they're hitting that goal right now? That's right. Yep. We do realize. We're gonna make changes to that. All right, sounds good. There is a lot of questions about mounts and how, we've gotten a lot of feedback about mounts. We've seen Carbot videos. Our friend Carbot Animation made an episode about mounts. Very funny if you haven't seen it. Highly recommend checking it out. But are there any discussions? Are you guys aware? Like, what are you guys planning on doing in relation to mounts? Yeah, there are a few changes here. So we want to make mounts feel better, sort of broadly speaking, and a couple of those things are making sure that the boost feels really good, especially with controller, where it's underperforming, and the boost actually, the boost mechanic on the mounts, it actually stacks. There's a bug right now with that on controller where it's not stacking properly. We're going to fix that, there's a few other. There's a key part of this is that the mount gets stuck on things, and that's barricade. One of the things that barricade, for example. We in theory, the idea that you're riding through an area and some bandits or some skeletons have set up a barricade for you
and you have to sort of like dismount and fight all those skeletons. Like that sounds like a fun idea. It doesn't exactly play out that way. You're just sort of annoyed, and you're like, well, can I like kind of ride around the top of the barricade? And then it's a fight about whether the collision actually touches. Anyway, we're gonna fix that. So there's some good changes to mounts coming soon in the future. Awesome. And I know that I've been seeing this a lot as well in chat, and this is something I can answer. Is I'm seeing a lot of people talk about VRAM, like on PC and so forth, and like how that obviously grows over time with certain players, not all players, but certain players with certain spec machines, and they eventually either have to force close or the game actually just ends up closing itself, and then they have to come back into the game. I know with patch 1.10, there was a update related to a memory leak that we ended up addressing, but then in 1.11, and I know that QA and so forth, our QA team has been working really closely with their graphics engineering team and testing out a fix that's going to be coming in there that should be helping out a lot of those players and making sure that VRAM stays stable throughout their gameplay and so forth. So that will also be in 1.11. It's a popular question. I know a lot of people have been hitting me up on that one specifically. There was a question earlier about overpower and the intent behind it, what like future plans and so forth. Sure. Kind of similar to the resistance questions. I think there's a lot of questions related to a lot of these things that we do plan on actually addressing. Totally. They're fundamentally like how the game works, so I understand. So the intent of overpower way back in the day was we really wanted to create a stat that was different than crit and felt meaningfully different that players could chase, that had kind of a unique mechanic attached to it. Where overpower sits now is that I really like the idea of it. I think is really cool, which is it rewards you for building a really tanky character and you get a big hit of damage. That's really, really awesome. It also scales off of your max health and then the current health percent that you have at the time, and then also scales with Fortify. So normally these stats aren't things that you want to scale to kill things, right? So we're trying to add another avenue, a vector to do that. And then the other thing that's unique about overpower and how we didn't want to just turn into critical strike chance and damage like a lot of mechanics can be, is that you have a baseline low percent to do it, right? It's 3% across everything, and you can never increase that baseline percent ever, and that is a design choice and a goal. And then the idea is that you can, however, get guaranteed overpowers by doing certain mechanics. So the Druid has some, the Necromancer has some, where it's like, hey, you do this thing, and the next one is guaranteed. So you can still play around it, but unlike crit, where you're chasing the random chance to get higher and higher and higher to get those procs, overpower just naturally happens kind of rarely, and then the builds that can use it get it guaranteed. And then that you have different vectors and avenues to scale it. The problem right now with overpower really is not necessarily an overpower problem, but it's really the crit vulnerable problem of these other things that scale multiplicatively just overshadow overpower in the same way that even dot damage is very much a lot of times overshadowed too. And so when we're looking at our revamp, the dream and the goal and the utopia we're moving towards is all of these vectors, and not even just overpower, but there's some other ones I know I'm thinking of that I can't, like those legendary affixes that spawn stuff is another example. Oh sure, yes, yeah. Like we want, when we give you a fantasy as a player, whether it's baseline or via legendaries and uniques, that you're able to build that into the late game and it's delivered on, and you can actually scale and be just as good as anybody else. That's the goal. That will always be the goal that we move towards. We're not there yet, obviously, but that's kind of the intent. Is overpower is another stat that you can actually chase meaningfully via lots of other stats too that it combines with to make a build, and that's kind of the point. Awesome. And then this is a question that I know everyone talks about. I don't know if this group up here can fully answer it, but it's something that we can follow up on, which is the zooming in and zooming out on your character, getting a wider look of gameplay and so forth. I know there's like performance implications to that because it increases the draw distance and so forth, and we have a ton of different platforms, so it has to be evaluated in any type of way if we were to make that type of change. Because even when it does zoom out on bosses and so forth, there's like some resolution or scaling and so forth that kind of occurs there. Please don't kill me, engineers, if I'm saying that wrong. But maybe that's another topic we can bring up during like another campfire chat with engineers, possibly to maybe clarify a little bit on that or so. Or we can just follow up separately after the campfire chat. But I know that's a question that a lot of people have been asking. And then there's questions regarding are there any additional options for
customization down the road that you guys are looking at, like pets or wings, etc. I know it's something that we're looking at and evaluating, just depending on like player feedback. Right now, we're very focused on, obviously creating more content for players to play through at the moment, more so than some of the cosmetic pieces and so forth. But it is something I know that players have been asking for. Yeah, we want to add more stuff like that. That stuff is really fun to add. But we felt that right now what was really important is helping sorcerers, helping barbarians, and some of these other buffs to classes. And I think there's, we'll do this one last question here before we end the stream, but one thing that people have been asking about is like all the changes that they're seeing today. Is this like encapsulating everything that we're doing? We had a question in here regarding, like, for instance, someone enjoyed playing a frozen orb sorcerer in like Diablo 2, for instance, and wanting to have that same type of fantasy in Diablo 4. Do you guys plan on doing additional adjustments in the future regarding other builds or other, like creating variability across that? Sure, no, absolutely. This patch, I talked a little bit about like we have our short-term goals and long-term things we're thinking about. Forevermore long-term, really, infinitely long-term, is the idea that, every fantasy that we sell you, and I can talk a lot about, I talk to the team about this all the time. But like, And by sell, we but yeah, all right, yeah, sell is probably the bad word. But I think that we've like we're advertising it. Like if you see it on legendary Every aspects, fantasy- That's really what I if you mean see it on is- passives, you see it on skill tags. Like we're saying, like, hey, look, this is a cool thing for you when to go we after. show you something that is cool and awesome, we deliver on it, right? Like when you log into Necromancer, you see right away, just when you see your basic skills, you're like, hey, there's a bone thing, a shadow thing, and a blood thing, right? And then there's army stuff. All of those things should be delivered on and be awesome. And then as you go through the game, when you get legendaries and uniques, you should unlock, one, double down and make those things really cool, and two, unlock more things that are awesome. And what our goal always is that all of these things are awesome and cool. And when we find something that isn't hitting the mark, we either buff it or redesign it in such a way that it's hitting the mark and it's attractive and ideally really fun and exciting for players to chase. Like that's always what we're going to be trying to do. So yeah, this isn't exhaustive forever. We are always going to be adapting and updating things. And if something just really isn't working, even if it's like something that I made, I have no hubris about like, hey, that thing, it was awful. Make it something good, right? Like at the end of the day, the players are the ultimate judge, jury, and executioner for us of like, did it work? Is it good? Is it fun? Yes or no? If not, then we have to be malleable enough to change that. Right, and we could be looking at data too. We could be seeing like how many players are picking what kinds of passes, what kind Absolutely, of we aspects do are they all the time, wearing, what kind of uniques are they using, like, and we can say, so like we know when like if no one's equipping a particular aspect, like we can see that, but like, okay, well that's clearly something we're going to want to rework or update or buff or do something with, right? Like this, to Adam's point, it is a never-ending process. We keep talking about how, we're all here trying to make Diablo 4 the very best game that it can be, and the reality is this is through iterations, the conversation with the community, and also looking at this kind of data. Absolutely. Yeah. Awesome. Well, we have a ton of changes here coming up for 1.1.1 that you guys got to see here, especially for class changes. Thanks, Adam, for kind of walking us through everything. Yeah. And we do have final patch notes coming next Wednesday. That is August 2nd, so just a reminder on that. Revealed full, where people can read through them and provide full feedback and so forth. And then, of course, that's my tick. Someone called out my tick earlier, and so forth. Stop that, Adam. That's my tick. I will stop that one day. I probably won't. But we actually do have our patch for 1.1.1. The date will be on August 8th as well. So players can expect patch notes next Wednesday, and then of course 1.1.1 hitting on August 8th, which is Tuesday. So looking forward to seeing everyone's feedback, everyone jumping in, and checking out, of course, the new changes coming to pretty much every class now in regards to balance changes and so forth. Oh, I did it again. And so forth. Now you're in your own head. Now I'm I'm just stuck in this like my own empty room saying it over and over. But anyway, And get us feedback on how this went, like and how you like this format for talking about patch notes. exactly, yeah. We want to see if this worked out really well with the community. So yeah, please provide feedback. Us going through the notes and of course releasing the notes afterwards. It's a huge help for us and how to communicate with you guys out in the community. So thank you guys again. We hope you enjoyed this Campfire Chat ++, New Game ++. Sure. And we will see you on our next stream, which we haven't announced one. We're thinking about doing some Campfire Chats with like maybe other teams here, whether it's our
art, animation teams, audio teams, and so forth, just so you guys can see kind of a deeper look into some of the development within our seasons and Diablo 4 from other people. So we do plan on expanding these a little bit more, and of course, having campfire chats and dev update streams to talk more about the game, gameplay, and design, and so forth. You did it again. Thanks. I hope you guys have a great weekend. Thank you again from the Diablo 4 team here at Blizzard, and yeah, have a great Friday. Thanks, everybody. Es ist eigentlich ziemlich witzig, Sidequests im Helltide zu machen. Sollte ich öfter tun. Ist gleich mal herausfordernder. So, das war der heutige Entwicklerstream. Ich glaube, den weiteren haben sie jetzt nicht angekündigt. War nice. Klang ein bisschen positiver als der letzte. Es kommt ein Patch. Die Patch-Notes kommen nächste Woche. Naja, gucken wir da nächste Woche rein, ob es wirklich so ist, wie sie jetzt gesagt haben. Anyway, wir quitten das jetzt mal so für heute. Und kümmern uns um ordentliche Zockerei hier. So, ich schließe das mal kurz. Ich habe zu viele Fenster offen, wirklich. Wellenflut ebbt ab, ja, ist schon recht nicht mein Problem. Gut, by the way, guys, wenn ihr joinen wollt, ich setze mich einfach wieder in Good Old Discord rein. Dann können wir über Hawezar Dungeons und andere Tätigkeiten schnacken. Wenn ihr soweit seid. Kein Stress, ich farm hier eh noch Sidequests und witzigerweise die Helltide so nebenbei. So ist Helltide gleich viel entspannter. Ja, theoretisch schaffe ich noch so eine 75er Chest, ne? In 4 Minuten. Besser die als keiner. So, was ist dies? Doof, dass man das nie lesen kann auf der Map, aber da gehen wir dann einfach kurz hin. Ist das eh fertig hier? Let's go. Ich finde diese Eintrüber Kristallgeschenke sind immer noch so lächerlich einfach. Ich brauche noch 20 Dingensgedöns. In 3 Minuten, das schaffen wir ja wohl, oder? Give me. Yes. Nice. So, hier. Helme, perfekt. Ich brauche sogar Helme. Das ist super. Das ist genau das, was ich gerade brauchen kann. So, give me, give me. 68? Ja, easy. Also wenn wir jetzt noch 3 Monster bekommen, die droppen. Komm schon. Drecksgleiche. Wir haben ja noch 2 Minuten. Nicht das Event machen, das dauert zu lang. Das war gut, 69. 71. Die machen schon das Event. Weit sind die? Lol, gerade fertig, oder wie? Oh. Hätte ich das mal gewusst. Das ist natürlich bitter. Jetzt fehlen mir 2 Stück. Komm schon. No! Ich brauch Mobs. Nein. Ist doch nicht wahr jetzt, oder? Da. Give me. 1, 2. Ich hab's. Schau. Meine Güte. Fast stressig schon wieder. Jetzt hole ich mir einen Superhelm.
Ernsthaft? Oh, fuck you. Übelste Chest meines Lebens, ey, what the heck? Das ja wirklich... Uff. Vielleicht die 150er da holen sollen, was? Aber ich wusste nicht, dass sich das ausgeht. Hätte mich nur gestresst wahrscheinlich. So, ihr wollt sterben, oder wie? Easy. Wir wurden gefolgt. Sie gingen vertraut. So, hält halt, gib Ruhe. Kann mal Schluss sein hier. Ich krieg Damage, während ich mit dem Quatsch, toll. 16 Sekunden, ey, das geht alle weg. Legendary, okay, ich hab mich gar nicht beschwert. Alles cool. Das ist irgendwo ein Shaman. Come on. Wir leben so schnell wieder, das ist teilweise echt ein bisschen nervig. So, ist jetzt Ruhe? Ja, hält halt ist vorbei. Okay, also nochmal kurz die Durchsage. Bin im Voice. Und wir können jederzeit loslegen quasi. Und bis dahin laufe ich einfach noch Zeugs ab. Ihr tretet morgens Torheit. Ist das die Gegend, oder? Das ist nicht der Dungeon. Das ist die Gegend. Ist auch ein Event am Start. Was muss ich da tun? Findet die Kreuzritterrüstung. Okay. Das Event nehmen wir natürlich auch gleich mit, eh klar. Das wäre uns jetzt immer im Weg. Wenn ich es nicht starte, startet sicher wer anderer gleich. So. Ist eine Rüstung zufällig am Start? Ach, ich kann die wieder nicht anklicken. Spacken dann Sidequests auch, wenn ich so Leichen nicht umdrehen kann? Oder sind es immer leere Leichen? Paragon-Punkt. Ja, muss ich nachher machen. Man kann das Spiel jetzt auch wieder ein bisschen lauter machen. Ne? Ist mega zurückgedreht. Ist glaube ich immer noch leiser als sonst, aber wir tun ja halt im Multiplayer, da passt es dann schon. Ich brauche mehr Zeit. So, Last Wave. Hinfort! Ja, natte Haut. Wir sollten keine Zeit Wundervoll. So. Standgehalten haben wir, aber ich suche hier noch was. Was würden hier aussehen wie eine Kreuzritterrüstung? Ich kann mich an die Quest echt nicht erinnern. Vielleicht im
drinnen, wäre doch logisch, ne? Siehst du mal. Das war die Quest, doch, da geht man dann da rein. Ah, schon wieder. Nein. Ja. Ist was, das man auch gut multiplizieren kann, also vielleicht später. Das ist ein anderer Dungeon. Da unten wäre noch was. Würgegriff. Hier ist noch was. Das ist nicht so weit weg. Gehen wir mal dorthin. Habe ich was zum Abgeben? Gar nichts. Nice. Wir haben erst 3 Quests gemacht. Es ist so ruhig jetzt, ne? Ohne Stream. Also ohne Entwickler-Stream ist es plötzlich voll. Also ich glaube, das Spiel noch ein bisschen lauter drehen. Geht immer gar nicht klar. Oh. Ihr könnt ruhig spawnen, aber interessiert mich halt nicht. Mich nicht angreifen. Noch wer was geschrieben? Nein. Alle busy oder was? Was ist los mit euch, Leute? Hawezar, Schmawezar. Huch. Was ist hier los? Nichts mehr. Ich liebe den Nekro. Soll eine Zuflucht suchen. Okay. So ein Zelt, ne? Mit Stoßzähnen. Das war es nicht. Da. Bitteschön. Easy. Easy. Tötete Wildtiere. Ei. Hier ist nichts. Kein Hinweis, keine Spur von Simon oder Elias. Da ist er ja. Was? Sprecht hier. Es ist lange her. Es tut mir. Verteilt Kerzen 3 auf Boden. Kopf kommt dahin. Seid bereit. Kopf mit 3 Pixeln. Beginnt. Ja, let's go. Wenn Simon und Elias nach Hinterpfuhl aufgebrochen sind, dann werde ich es auch tun. Oh, das ist ein schöner Helm. Oh. Nett. So, Elixiere, Schädel, jo. Ich gehe kurz mal hier raus. Dann gucken wir noch mal auf die Map.
Weiß nicht, ob ich schon ready bin für Hinterpfuhl. Wer lässt das futtern? Ach so, alles klar. Du bist aber spät dran mit Futtern. Na ja, gut, ist Freitag. Darf man spät dran sein, oder? Ja, tatsächlich, da führt uns die eine Quest hin. Ich habe noch die hier unten, die einfach 10.000 Kilometer von jedem Wegpunkt weg ist. Deswegen reiten wir jetzt einfach runter. Ich brauche so Reitstunden wie ein Teso, ne? Schnelleres Pferd, geschickteres Pferd. Alles. Verdammten Event. Gut, war jetzt immer gekommen. Benötigt ihr Hilfe? But I need this. Ich brauche eure Hilfe. Ich kann nichts sehen. Meine Teuerste wandert allein durch diese Wälder. Oh. Okay. Wir haben's. I can't do this. Au. Oi. Ich brauche mehr Essenz. Und Gold brauche ich auch, deswegen nehmen wir da mal ein bisschen was auf. Okay. Weiter geht's. Tore. Nein. Behold, unsere oberste Priorität ist die Rettung unserer Brüder und Schwestern. Sobald sie in Sicherheit sind, vertreibt ihr alle Ketzer aus den Ruinen. Doch gebt Acht, hinter den Mauern lauert etwas Unnatürliches. Queste für dich. So, hier geht's natürlich gleich richtig ab. Habt ihr diesen Mann gesehen? Ich suche nach einem. Normalerweise würde ich sowas selten. Ich erinnere mich.
Das war schon mal easy. Oh, kommt schon, Jill. Na hallo. Oh, keine Sorge. Ich habe das schon oft betrunken gemacht. Ja, ich habe auch betrunken gemacht. Aha. Kann ich nicht dann. So, eine Quest in der Quest in der Quest in der Quest. Perfekt, so will ich das. Jetzt werden wir die alle zack, zack abschließen. Abschießen. Whatever. Ich habe viel Zeug. Und ich mir überlegen wegen dem Helm, aber nö. Da findet man einen besseren. Das ist unser neuer Plan im Leben. Ich brauche einen Schmied. Er ist ja draußen. Pass auf, du schrottest das hier. Das hat das meiste erwischt. Und ich weiß nicht, vielleicht diese guten Gegenstände hier noch. Betrübe Crystals. Den hier hätte ich auch gern. Blutnebel. Habe ich den noch aktiv? Den habe ich nicht mehr aktiv. Ja, bei den Legendaries weiß ich nicht so recht. Irgendwie schwierig. Einen Weißen dabei? Echt jetzt? Da lässt sich noch einiges gebrauchen. So, pass auf, der Deal ist, wenn wir Kohle brauchen, dass ich den Rest einfach verkaufe. Und wie ihr seht, ich habe einfach kein Geld mehr. Das ist gestern irgendwie so passiert. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, mehr Zeug zu verkaufen. Ein paar Mats habe ich ja, oder? Rebenengel ist auch Teufelsrosen. Das geht alles so. Grünzeugs. Ja gut, Eisen haben wir schon genug. Silber, ein zerstreutes Prisma kriegt man halt nicht. Und nichts, aber ich glaube, ich bin nicht abhängig davon, dass ich Sachen zerlege beim Schmied. Zumindest fürs Erste. Ich finde es aber schön, dass ich 2 Begleiter jetzt mitnehme hier. Noch keine Spur von ihm. Verdammt, Flynn. Nachdem ich ja eh mal alles anklicke, kann es ja gar nicht so schwer sein. Was war der innere Kreis? Findet Flynn. Achso, das ist die Flynn-Quest. Das andere ist, sammelt einen roten Pilz. Ein Pilz auf einen Quadratkilometer einfach. Flynn! Lenny Boy. Er ist einer von ihnen. Ja, ich habe daneben geschossen. Das ist schon bitter. So. Ja, Flynn. Dann sind wir wohl quitt. Gut, danke. Ja, schade, dass Schuld ist beglichen, auch bei uns. Sehr gut. Das ist ein Killer. Ich suche was Rotes. Wo wächst denn das Zeug? Was ist hier? Leechen? Und irgendwie verlockend, ne? Wenn ich diese Blume noch finde, also den Pilz meine ich, auf die Schnelle, ich einfach rüberdüsen. Solche Quests waren aber tatsächlich spannender, als man die Map noch erforscht hat. Es ist irgendwie fast schade, dass die so aufgedeckt
was diesen da zur Verfügung steht. Da fehlt ein bisschen was, dieser Explorer-Anreiz. Ist irgendwie einfach nicht mehr da. Keine Ahnung, was das Teil ist. Finde ich das vom Pferd aus? Stimmt. Warte, wenn er redet, ist das gut. Die angeschwemmt wurden. Wir wollen verhindern, dass sie sich in diese Dinger verwandeln. Ach komm schon. Was soll denn das sein? Dreckspilz. Ist das Pilz? Ah. So unscheinbar. Okay. Gehen wir kurz zur Legion rüber. 2 Minuten, das schaffe ich. Nice, dann machen wir die noch mit. So, ist das ein Ping? Ach so, nichts Wichtiges. Letzte Zeit sind so viele Short-Pings wieder unterwegs, überall. Es ist schon ein bisschen anstrengend. So. Aufs Mount. Neuen Wegen entgegen. Sollte noch einen Trank trinken, maybe? Die Map heute nie richtig ausgerichtet. So, weil ich vorher wieder rausgezoomt habe. So, Liedchen, Schmiedchen. Da ruckelt's wie so. Hallo. Grüße. Hallo. Sag mal, Danke. was ist los mit euch? Seid ihr alle? Ihr seid aber nicht viele. Ich hoffe, ihr macht richtig fett Damage. So, Trank schmeißen wir gleich an. Was macht man hier noch? Der bräuchte Int. 15, 25 Stück. 1, 2, 3. Ja, es wäre möglich, wenn ich wirklich alle Punkte hier farm. 10% mehr schwach. Könnte aber auch wirklich das nächste Ding nehmen. Ah, da brauche ich jetzt wahrscheinlich länger als eine Minute, oder? Diener. Ich sollte vielleicht genauer lesen. Okay, das ist ein Diener-Ding. Monstrosität, Schaden für Golems und raus. Gift. Widerstände. Leichenverbrauch. Schadensreduktion für Leichen in der Nähe. Und ich mache mehr Schaden, wenn keine Leichen da sind. Das ist nett. Schaden gegen Verletzte. Das klingt jetzt echt nicht übel. Geruch des Todes ist die 4. Knochentransplantat. Jetzt geht's los. Ja gut. Dachte ich mir schon, dass ich nicht so viel Zeit habe. Okay, die hitten eh alles weg. Da habe ich einen Trank getrunken? Ja.
Zack. So, langsam wird es eng mit der Zeit. Wir sind zu langsam. Mir fehlt die nötige Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Damit. Das war jetzt ziellos rausgehauen. Mir fehlt die nötige Essenz. Ja, ich glaube, den letzten schafft man nicht. Nope. Den letzten haben wir nicht. Schade. Ich bin noch nicht bereit. Dafür geht der richtig dahin. Zack, weg.
Nicht mal ein Legendary. Okay. Ja, gut. Die Bestie lebt in euch. Das war War jetzt nicht so krass, ne? So, gehen wir das nochmal kurz durch hier. Wir waren beim 4. Das war das mit den Leichen. Das war nicht verkehrt. Schaden gegen Verletzte. Das Ziel auf Verletzen ab, was wir ja auch... Ne, wir machen verwundbar. Vergiss das mal. Dann Hammerknochentransplantat. Schaden erhöhen. Essenz erhöhen. Nett. Crit-Chance mit Knochenfertigkeiten. Nice. Crit-Treffer Schaden. Importiert Schaden für Knochenfertigkeiten. Das brauche ich. Die 5. Dann haben wir hier Blut. Das interessiert uns erstmal gar nicht. Nochmal Blut. Verkümmern ist Schattenschaden. Das ist nochmal was für Diener. Achso, da waren schon alle. Oh. Okay, dann nehmen wir diesen hier. Der legendäre ist hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also diese oder diese Tür führt am schnellsten dorthin. Hier ist Leben, das heißt, die Seite kann man erstmal auslassen. Der Glyphensockel ist natürlich genau am anderen Ende. Wie könnte es auch anders sein? Das ist doof. Wenn ich es hier nehme, kann ich mir den Sockel holen. Dann könnte ich hier raus. Das Ding brauchen wir. Das ist auch nice, actually. 10% Schaden, Widerstände. Okay. Ich würde sagen, ich meine, der ist legendär, ne? Wir holen uns zuerst den Legendary. Dann drehe ich das Ding einmal. Dann kriegen wir den relativ bald. Können dann über die Mitte hierhin uns irgendwie tingeln, keine Ahnung. Das hier unten will ich aber auch noch. Naja. Nix, ne? Anhängen. So, 2 Punkte habe ich. Das mit der Essenz ist ja echt nice. Die kann man gut steigern. 1, 2, so fürs Erste und dann schauen wir weiter. Wenn wir uns ranhalten, kriegen wir auch noch ein paar Paragon durch Gebietsruf, Sidequests und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich da bin. Nicht weit. Wir kriegen halt nur 30 pro Sidequest. Das dauert halt ein bisschen auf 500 drauf. Dann braucht man hier noch wahrscheinlich 1000 oder so. Für die Paragons. Ich kann gerade alles brauchen, selbst das Gold hier. Naja. Sowieso die falsche Gegend, wo ich gerade geguckt habe. Wir fahren hier gerade in Hawezar. Wo muss ich denn dahin? Nach Hinterpfuhl zurück. Und sonst habe ich gerade eh nichts. Da oben haben wir die Sidequests noch gar nicht abgeholt, glaube ich. Und hier waren keine. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch welche zu holen, die wir noch gar nicht aktiv haben. Das können wir später machen. Wobei doch, ich glaube, 1, 2 habe ich da sogar schon so mal so nebenbei mitgenommen. Egal. Eine neue gibt's und eine zum Abgeben. Die neue ist jetzt unser Lieblingsschuft, den wir uns jetzt damit quasi freigespielt haben. Hey ihr, der Boss will euch sprechen. Ah, wirklich? Ja, ja, ich bin schon am Weg. Boss hockt hier, gemütlich wie immer. Ich habe gehört, ihr macht... Gut.
Ich mit meiner lustigen Begleiterin hier. I. So, das hätten wir. Was für ein widerwärtiger. Gleich eine mehr. So, jetzt schauen wir hier nochmal auf die Map. Ja, gut, sieht ähnlich aus, actually. Ach, das ist auch hier. Oh. Naja. Was soll's? Einer der Wächter meinte, er hätte Gestalten in dieser Nacht gen Westen ziehen sehen. Er hat sie natürlich nicht aufgehalten. Wir sollten dorthin gehen. Mir fehlt die nötige Essenz. Was hat der Mr. Linden zu euch gesagt? Dass wir diese Vorräte gestohlen haben? Er hat uns aus Hinterpfuhl geworfen. Die stehen uns zu. Ich hoffe, er erstickt daran. Das war's aber noch nicht. Ich könnte echt noch mehr Survivability vertragen, tatsächlich. Wir kriegen schon mal auf die Fresse. Also Damage mache ich genug, aber aushalten tue ich nicht allzu viel. Ja, mit Legendary ist sehr gut. Kann die Dorfbewohner nicht von den Gegnern unterscheiden. Hey, hier rüber. Ach, hier haben wir es. Okay. Nein. Okay. Dann next one. So einen Tunnel möchte ich auch wieder machen, ne? Steht auf meiner To-Do, habe ich gehört. Die Season Quest einfach mal generell weitermachen. Und jetzt voll aus den Augen verloren einfach. Weil es einfach so viel zu tun gibt. Ich brauche mehr Essenz. Oh, wow. Okay. Easy. Boys and Girls. Geht gleich los. So, warte, das ist das. Findet safe. Ich glaube, das war das Falsche. Ah, das war knapp. Sag ja, Survivability. Müssen wir noch ein bisschen. So, wie viel Material brauche ich?
Ich weiß gar nicht, für welche Quest es ist. Keine von denen. Naja, wird sich schon erledigen. Hier ist einer. Ich glaube, das Heft war da irgendwo ganz unten. Zählt der auch? Nein. Die Materialien habe ich offensichtlich schon. Es ging schnell. Ich glaube, ich sehe dort drüben einen. Mhm. Hübsch. Brennt, passt. Wartet. Hört ihr das? Bitte, ist die Luft rein? Ist er das? Hier drüben. Lass mich durch. Ich glaube, das ist er. Nein, ist er nicht. Ist ein anderer. Sieht so aus, als hätten wir die Küste abgedeckt. Gehen wir Ich bin falsch gefunden. dich aus der Stadt jagen. Also, was ist eure Geschichte? Wir wollten anlegen, als unser Schiff plötzlich überrannt wurde. Zuerst sahen sie aus wie wir alle. Wie ihr und ich. Bis sie sich meine ganze Besatzung geschnappt hatten. Die guten alten Ertrunkenen. Ja, da ist er doch eh. Ich hier echt vorbeigelatscht. Lol. Tja. Nun. Sie gingen nach Esre. So. Was haben wir da eigentlich für ein Herz gefarmt? Einen Ring haben wir auch, sehe ich gerade. Sehr schön. So ein Teil. So, pass auf. Knochengefängnis. Mhm. Ich muss dann denken, dass ich den Ring noch tauschen sollte. Ist noch nicht so krass. Was haben wir hier? Barriere. Okay. Aber ich finde, es läuft ganz gut bei uns. Wir chillen so, WT3 und so. Achso, wir haben schon alles. Gut, dann kill ich den hier nochmal, weil ich es kann. Ah, das ist sogar ein Herztyp. Come on. Ich brauche mehr Essenz. Okay, die Quest ist hier. Was ist Esret nochmal? Egal. Gehen wir mal den anderen Krams ab. Good old Kinderpfu. Jede Gruppe braucht einen guten Anführer.
So. Einmal zum Chef. Ich danke euch im Level up. Und einmal hier runter. Das übergeordnete Wohl. Also gut, Schätzchen. Das war ja eher. Konsequenzen gibt es ja keine für die Sachen, die ich auswähle, deswegen wähle ich da jetzt einfach irgendwas aus, weil, ne? Weil es eh egal ist. Zumindest wäre mir noch keiner aufgefallen. Vielleicht kriegt man anderen Loot raus, aber der ist so verzichtbar. Boah. Das ist ein paar Münzen wert. Ja, ist ein paar Münzen wert. Das ist aber schön, dass es ein paar Münzen wert ist. Wie nett von dir. So, Paragon. Diese Richtung. Okay, Hinterpfuhl schickt uns überall anders hin. Gab es da gar keine Folgequest? Gibt's aber erst später. Hier können wir auf jeden Fall noch weiter verfolgen. Westen dieser Ecke sind immer weit weg. Ich muss eh in die Hauptstadt. Trifft sich doch ganz gut. Unsere Legendaries. Will ich die alle aufheben? Ich fürchte schon. Ich glaube, ich heb erstmal das alles auf. Hallo Apex, grüß dich. Sag bloß, du bist jetzt ready. Ich will nämlich gleich ein paar Minuten Pause machen. Der Psycho ist noch, also... Bist ready, okay. Ja. Psycho hat sich gerade zum Essen abgemeldet. Läuft bei uns. So. Diese Schuhe. Dauer von Kontrollverlusteffekten. Ja, weiß ich nicht. Gehen wir mal auf Kante, solange wir Platz haben. Was ist mit denen hier? Blutnebel hinterlässt eine Spur. Wenn ich das noch übrig habe, würde ich die zumindest schrotten. Habe ich noch übrig. Aber auch schlechter. Dann schrott man die Waffe. Knochensturm, Skelette, Knochengefängnis, Blutwelle, Blutwoge. Was, du willst passen? Oh, was ist los? Strongholds, guys. Strongholds. We need them. Je größer die Gruppe, desto besser, actually. Anfertigkeit, Knochengefängnis. Das Knochengefängnis-Ding habe ich irgendwie auch schon 30 Mal, ne? Also das ist doch so lächerlich mit 100 Schaden? Ernsthaft? Warum sollte ich das nehmen? Wo ist denn das noch drauf? Das war irgendwo noch. Da, hier. Oh, okay, das kann ich endgültig. Puh, ist ja schon peinlich. Dann gib mal halt die Handschuhe hier rein. Die wollte ich eventuell tragen, deswegen die hier. Okay. Kurz nochmal zum Schmied. Mama Meat. Ich überlege gerade, wir können
Wir können die Strongholds auch wann anders machen, aber ich weiß noch nicht wann. Ich weiß nicht, ob ich am Sonntag zum Spielen komme. Wenn nicht, dann vielleicht am Montag. Aber das sind alles jetzt einmal vielleicht. Weil nix fix. Dann würde ich vielleicht aber sogar eher die Quest hier weitermachen. Irgendwie keinen Bock, die Strongholds Solo zu machen. Dich soll man nicht warten, ja. Schade. Schade. Hätte ich auch eine Quest. 41 Minuten. Du hast schon alle. Nightmare Dungeons. Ich habe noch nicht einmal die Gebietsbelohnungen abgeholt. Der Wegpunkt wir halten heißt, ne? Ist der hier unten? Ist das der uns fehlt? Das könnte sogar sein, ne? Hier. Ja, weil die beiden haben in der Nähe quasi einen Wegpunkt. Das ist der fehlende Wegpunkt, deswegen muss ich immer so weit latschen. Ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt auch mal kurz Pause und dann denke ich einfach nochmal drüber nach, was wir jetzt machen. Mein Problem ist eher gerade, dass es so viel zu tun gibt und ich irgendwie alles machen will. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe sowieso immer dann Nightmare Dungeons am Ende. Muss ich nicht gleich damit starten, oder? Naja, ja auch egal. Bringt halt auch was. Alles bringt was. Hier geht's auch ähnlich. Ja. Viel zu tun, aber ist eigentlich gut, weil dann levelt man zumindest auch schön. Wie ist die Glühwürmfarme? Du meinst aufleveln, oder? Weil droppen tun die ja so. Die. Da ist schon wieder eine neue. Die legen die mir einfach zu Füßen. Einiges mehr. Ja gut, die hat man eigentlich schnell. So, anyway. Level Season Journey. Oh, wait a second. Eins. Das kriege ich noch nicht. Was? Ihr werdet sterben. Wer macht nochmal? Das ist alles. Was? Die Emotes, die weiß ich nicht. Die sind irgendwie bloß auf der Schwenke. Ist fürs Pferd. Okay. Platin. Achso, habe ich noch nicht. Ja, gut. Auch 5 Levels. Lul. Wenn es so weitergeht, habe ich das bald durch, ne? Wie viel gibt's? 90, oder? Das geht echt schön dahin. Ich habe jetzt da gar nichts mehr gemacht. Also ich müsste diese ganze Season Quest 3 und so weiter auch noch machen. Albtraumsiegel, ja, da steht sie. Eigentlich sollte ich 2 herstellen, ne? Mhm. Eigentlich sollte ich das alles ja machen. Oh, da gibt's einen Boss. Ich wurde gerade voll gespoilert, ey. Wertet Gegenstände auf. Oh. Achso, auf Stufe 4. Mhm. Welchen Season Level? Was ist das hier? Ah. 55, obviously. Anyway, kurze Pause. Bin gleich wieder da, dann geht's weiter. Bis gleich.
So. Let's grind again. Ich habe jetzt irgendwie nicht großartig drüber nachgedacht, was wir jetzt machen, aber der Apex ist da. Hello. Serious? Der Apex hat immer einen Plan. Du sagst, wir machen Nightmare Dungeons? Achso, ja, ich habe nicht immer einen Plan. Ich habe mir nur gedacht, das wäre vielleicht gerade eine nicht so blöde Idee, ehrlicherweise. Ja. Warum nicht? Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Ich stehe gerade in Town und zerlege aber Items, beziehungsweise muss man... Eigentlich muss ich jetzt gerade nochmal, ich bin gerade drauf gekommen, ich wollte einen Dungeon noch machen für einen Key Aspect, den ich dann anscheinend, wenn wir gestern die Gruppe dann aufgelöst haben, was wir dann nämlich gefeiert haben, nicht mehr fertig gemacht habe. Auf den habe ich vergessen, dass ich den Aspekt brauche. Das müsste ich jetzt noch machen. Welcher ist das? Seaside Descent in den Dry Steps, das ist übrigens, warte, gleich um die Ecke vom Kitbad. Ah, perfekt, dann habe ich ihn noch nicht. Perfekt. Die Season Quest Reihe, hast du die schon durch? Die habe ich durch, aber ich kann dir gerne helfen. Ja, wenn die, wenn die nicht so zäh ist wie der Anfang davon. Ich weiß nicht, wie zäh sie recht ist, sie ist halt Ich habe den ersten Teil bis jetzt eher zäh empfunden. by the way. Oha, jetzt geht's wieder los bei dir, oder wie? Frech. Ja, der Helm ist leider eh nicht so. Der klingt besser als. So. Mann, Ja, ich das muss ist immer gut. den Char erst aktivieren. Da wäre Werbeer. Und nochmal Werbeer. Ja klar, findest du gleich passendes Zeugs. Ich wollte eigentlich den anderen Helm haben. Aber ich finde natürlich immer. Nördlich, da wo ich bin, ist übrigens ein Event. Ja, ich bin schon unterwegs. Okay. Ja, let's go, ne? Bloody Sticky. Sekunde noch Bier vor. Ups. Ich glaube, wir haben es. Ja, ich muss noch den da umhauen. Nö. So. Aber mit Mastery. Legendary. Ja, aber über mich. Das Gute ist, ich bin jetzt so semi-ranged Charakter. Also weil du gestern gemeint hast, die spielt so was ähnliches wie ich vorher mit meiner Barb gespielt habe. Override spielt sie so komplett anders. Okay. Das
spielt sich Gott sei Dank komplett anders. Oh, ich habe meinen Trank vergessen. Danke für die Erinnerung. Jedes Mal das gleiche. Kilo Elements. So, was saufen wir heute? Der ist da. So kalt. Ich bin noch nicht bereit. Und du triggerst natürlich wissen. Extra nur vorbeigelaufen. Oh, ich hoffe, die machen das irgendwann noch ein bisschen spannender mit den 5 Wellen. Kommt immer völlig auf den Gegnertypus an. Also der Gegnertyp ist es die jetzt in die 5 Ways. Ja, könnten aber auch ruhig ein bisschen schneller spawnen. Ja, das läuft immer auf den Gegner nicht an so. Ich brauche mehr Essenz. Ach, da kriegt man auch so Siegelpulver. Okay, nice. Yep. Nur beim Baum gibt es jetzt nicht mehr. Das Pulver. Ich glaube, das früher auch. Ja, yeah, whatever. Den wird man rechts um, glaube ich. Wenn du das sagst. Ja, können wir wieder zurück. Ups. Schon wieder. Tschüss. Ja, ich kennt das halt. Es geht sich nie genau aus, dass du noch rauslatscht. Du müsstest da echt noch raus auslaufen. Die habe ich jetzt extra getriggert. Ja, das Skelett hat es aber auch erwischt. Ich brauche mehr Zeit. Dann hast du halt diese Episoden, wo du einfach Kilometer durch den Dungeon latscht und da gibt's nichts. Das sind die Segmentübergänge quasi. Ja, aber so leer müsste die nicht sein. Dann sollen sie mal halt ein paar Rohstoffe zum Farmen hinstellen, dass ich wenigstens was zum Anklicken habe. Ja, aber. Hauptsache das Klickbedürfnisbefriedigung. Können es dann wirklich. Ja, da können es dann das Erz hinstellen, weißt du, dass man sonst eh nicht aufklappt. Ich glaube, das ist genau das, was sie eben nicht. Das ist effizient. Glück, dass wir hier gelandet sind. Ein Herz. Ja, das ist schon
Wände. So. 2 Hauptmänner, okay. Das sind's. Komm als Blutmasse nicht durch die Mauer, echt jetzt? Was soll denn das eigentlich? Das ist ziemlich dicht, die Mauer, was? Mit Bier. Ein richtiger Staudamm. So. Was gibt's da unten Schönes? Wird mir nicht eigentlich langsam fertig sein. Jetzt müssen wir noch einen Endboss besiegen. 3 Leichen. Alter. Oh, Das ist ein langer. das ist immer richtig. Erst alle killen, dann 2 Hauptmänner killen, dann noch 3 Leichenhaufen. Ja, wobei die Boy. Hauptmänner beieinander stehen. Also, Ja, sonst wäre ich jetzt das ist so quasi diese Mittelwave da. Ja. Ja, aber so Dinge, wo du so 3 Leichenhaufen oder sowas hast, sind immer so zäh. Lieb. Klatsch einfach mal eine Seite stur ab. Funktioniert meistens. Jupp, läuft. Jo, am Ende kommt man eh. Am Ende ist immer das Ende. Ja. Und alles hat dann Ende nur die Ruhestadt. Au. Mhm. Ich bin noch Das nicht wird bereit. Autsch. Der macht ja noch mehr Autsch. Ich habe ein neues Pet. Es ist ein Bär. Au. Ja, langsam ziemlich Campingbier. Ah. Zack. So. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, dass du alle Gegner wegziehst. Da oben ist sicher einer. Ja. Ich habe gerade eine verfluchte... same. Mars-Event? Das ist ein Event. Ja, Event halt. Ich habe einen Klick zu viel gemacht. Achso, okay, was hast du da für einen? Die Truhe hat ein Event. Oh. Es laufen gerade einfach 3 Timer. Nicht. Okay, 2 Timer und ein Zähler. Whatever. Ich sehe den nicht, ich sehe nur meinen. Echt? Okay. Aua. Was wohl passiert, wenn man da einfach rausgeht? Ist dann weg? Ja. Dann so, verkackt was. Oh, das ist mies. So, beide gemeistert, nice. Ja. So muss das. Hilfe, zack.
Okay, ich muss wieder auf. Ja, same. Ich finde das echt spannend, dass es so synchron geht. Das Verkaufen? Jo. Das kann ich verkaufen. So klingt das schon wieder. Böses Spiel. Böses Spiel. Was sind denn heute alle? Was ist da los? Gegner, Spieler oder Mitspieler? Mitspieler, genau. Nur die üblichen Verdächtigen online. Level 68, der spinnt doch. Ja, Sheldon halt, oder? Immer. Der gibt so viel Gas, das ist unglaublich. Ja, Diablo 3 schon damals. Wenn du keinen Loot mehr rumliegen hast, kannst du auch zu mir braten. Na, ich hab noch Loot oben. Ah, schade. So, jetzt bin ich damit durch. Ich hab ja wieder volle Overlay. Ich kille nur Slow Trash. Ich muss noch das Ding verteilen. Paragons. Müsste ich auch. Ja, und ich muss die Kiste, die du gemastert hast, noch. Oh. Ah ja, okay, ja, das klingt wichtig. Ja, da liegt nämlich richtig viel, weil das zweite. Erstes waren. Ja, schon wieder Zeit Loot fast vorher. Ja, passt doch. Hm. Dann schnell gleich durch. Jo. So. Ah, Herz. Ja. Das sieht man so schlecht, oder? Ja, das ist echt total. Ich habe sicher schon welche verpasst, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Andererseits ist das jetzt ziemlicher Spam mit den Herzen. Nee. Es dürften ruhig besser, dafür seltener sein. Mhm. Einfach so im Durchschnitt. Irgendwie. Also so einfach der Durchschnitt der Herzen besser und dieser weniger von diesen Schrottherzen. Halt. Das meine ich. Naja, welche Schrottherzen sind, hängt von der Skill ab, oder? Ja, ein paar gibt schon, wo du da denkst, okay. Sie haben jetzt im Livestream auch gesagt, sie wollen, dass jedes Unique auch einen Sinn und Nutzen hat im Spiel. Ja, dann müssen wir passende Skillungen dazu bauen. Ja, es ist schon lustig, weil das war eigentlich noch nie so in Diablo. Das hat immer Chars-Uniques und Spaß-Uniques. Mhm. Wäre mir neu, wenn das jetzt so gemacht wird. Ich finde es lustig, dass sie das ausgerechnet jetzt im großen MMO-Diablo versprechen. Naja, das ist halt ineffizient, wenn du Items bastelst, vorher die dann keiner verwendet. Das ist jetzt Klar. kapitalistisch uncool. Aber was ist mit den Spaß-Items? So, dieser Zauberstab, der dich auslacht, wenn du stirbst. Ich fand den großartig. Das habe ich gehört. Das war in Diablo 3. Einen anderen hat es gegeben, der hat irgendwas mit Huhn geheißen, der hat gegackert. Gackert? So Dungeon durch? Ja. Ja. Manchmal. Ja, keine Ahnung, sowas wie der horatorische Hamburger, ne? Ja, verwenden tut den halt auch keiner. Wahrscheinlich nicht. Oh. Legion in Hawezar. Wieder.
Vor meiner Pause war Legion. Ah, es geht sich nicht mehr aus. Es ist wurscht, du kannst noch niemanden rennen, du hast nur keinen XP-Bonus dann. Ein XP-Bonus. Du willst noch ihn rennen, oder wie? Ja, ist nicht. Viel Glück. Oh. Ich muss ihn printen zuerst. Das kostet 10 Fragments. Ja, okay. Die eine können wir auslassen. Ich habe heute schon eine gemacht. War ein bisschen zäh. Das hat gerade 10 Legendary Fragments gekostet. Ouch. Yep. I know. I know, right? Ich krieg die ganze Zeit die falschen Ringe. Ich krieg irgendeinen Bullshit an Ringen. Das Ich ist habe immer noch die gleichen wie vorher drin, das soll jetzt noch überhaupt nicht auszuwechseln. Schrott den jetzt einfach. Ich muss anfangen, Legendaries zu schrotten. Ich brauche die Mats. Ich schrott schon länger jetzt. Oh, der ist nice, der Helm. Der hat nur 3 Eigenschaften. Why? Warum hat Das der... war halt nicht sacred. Doch, das ist sacred. Achso, nö, weil der Sockel zählt, glaube ich, mit. Nö, ja. Aber nicht. Warte. Kannst du dann auch sockeln? Er hat Das 4 Sockeln plus zählt 1. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Es gibt so eine komische Zwischenstufe von Items, die ja, es gibt 3 und 4. Ja, der ist halt nicht scheiße. Mit 2 auf Alter. Und zwar 3er Items. Damit. Equipped. Er hat halt auch viel Rüstung. Mann. Hebe ich den jetzt auf? Oder reg ich mich nur drüber auf und schrott ihn? Ja, weißt du was? Das Ding, was ich schon auf Kante habe, ist fast genauso gut. Ja, es hat halt schlechtere Stats. Wobei nur den einen, actually. Ich schmeiß den weg. Stimmt, der hat 4 plus 1 plus Sockel. Okay. Und man muss jetzt voll aufpassen bei den Herzen. Die droppen jetzt schon auf Stufe 2, 3, whatever. Ja, stimmt. Voll. Oh, das hatte ich noch gar nicht. Ist die Frage, kann man die upgraden eigentlich? Ich dachte, man kann, aber ich hab's noch nicht. Aber ich habe auch die Quest noch nicht durch, also keine Ahnung. Ich habe die Quest durch, aber ich wüsste es nicht. 12% des erlittenen Schadens werden unterdrückt. Wenn ihr eine defensiv Täuschungs- oder makabre Fertigkeit einsetzt, wird der gesamte unterdrückte Schaden um 250% verstärkt und explodiert, was bei Gegnern bis zu 8400 Feuerschaden verursacht. Warte, was? Ja, ich merke es nicht wirklich. Den hast du? Ja. Okay. Es ist halt eine Damage Reduction. Flat Damage. Es sind bis zu 20% Damage Reduction und dann ein Burst mit 8k Schaden? Also ich glaube, das ist nicht so schlecht, das Ding, aber... Dummerweise brauche ich das, was ich trage. Nur schlecht ist es nicht. So, das gehen wir auch mal auf Kante. Was zu mir passt, ist die bin schon drin und Spaß dann lauter Screen. Okay, ich muss nur noch kurz zum Schmied. Na, ich verkaufe den einfach. Schnell. 8k Gold, yay. Ich habe gestern alles ausgegeben. Ja, ich habe vorhin... What the fuck? Ich hatte vorhin 2,7 Mille, jetzt habe ich wieder 1,2. Ja, man kennt's, du hast ja gecraftet, ne? Das kostet. Ich habe den einen gezielten Aspekt imprintet. Aber das kann keine 2 Mille kosten, 1,5 Mille kosten. Oh fuck, diese komische Scheiße. Ich hasse diese Puddles of Shadow Damage.
Gegnergruppen, kannst dich immer gern zu mir stellen. Dann triggert es bei mir den Altern-Dings, dann kriegst du 20% Damage Reduction. Problem ist, ich muss mich ein bisschen positionieren. Ja, muss man eh mal in D4. Ich möchte nur darauf hinweisen, der Kreis ist gut für dich. Okay. Der Kreis wie? Der ist wurscht. Der am Boden, der dezente mit dem Dreieck aus Basis. Ja, das weiß ich. Ich glaube, der... Den Dungeon-Kreis. Knochensturm gibt ja gar nichts. Achso, den habe ich ignoriert. Ja, der macht gar nicht so wenig Damage später mal. Ich habe den jetzt vollkommen ignoriert. Ja, ich habe mir nicht einmal angeschaut, was man gerade für einen Dungeon macht. Es ist ja auf Weg 3 noch ziemlich wurscht. Und da ist das ja... das meiste erstens aus. Richtig human. Und du hast nur 2 Affixe, 2 negative. Ich sehe es ja, statt 4. Oder waren es 3? 3 oder 4? Ja, 4 sind. Aber ich habe dann Off-Season bin ich nicht mehr dazu gekommen, viele Nightmares zu spielen. Weil einfach Zeit. Ich habe zumindest alle 5 Glyphen, die ich equipped habe, auf Level 20, 21 glaube ich, das Maximum 21. Oh, ja, nicht übel, na, das habe ich bei weitem nicht. Ich habe nicht einmal einen auf 15 gebracht. Was? Ja, ist sich einfach nicht ausgegangen. Oh. Ja, Zauberer war ja so schwach auf der Brust. Also ja, so... Ich glaub, was war das höchste, was ich alleine geschafft habe? 23 oder so? Also so ohne es... Ja, das hängt ja da stark vom Level ab. Am Ende habe ich dann auch nicht mehr viel gemacht. Ohne es höher zu versuchen. Aber ich wollte halt jeden Dungeon einmal in seiner Normalversion sehen und das hat halt so lange gedauert. Keine Ahnung, wie ihr das so schnell gemacht habt. Ist einfach irgendwann mal durchgelaufen. Da war ich einfach beschäftigt, bis die Season angefangen hat. Nein, ich habe die einfach irgendwann mal gemacht. Ja, ich habe halt dann pro Stream schon wirklich 10 Dungeons aufgesucht, damit die halt irgendwann vorbei sind und die Nerves habe ich trotzdem nur auf Stream geschafft. War halt so viel anderer Kram dann. Ah, dammit. Boah, ich hab die Lösung. Ich hab die Lösung. Ich weiß, wie man Necro beheben kann. Der Blutnebel dauert zu lang. Die müssen die Dauer von Blutnebel verkürzen und dafür den Movement Malus rausnehmen und stattdessen so 10-15% plus draufhauen. Weil beim Necro wird sich beschwert, dass er so langsam ist. Und das stimmt, er hat keinen ordentlichen Movement Skill. Ja, ich meine, der Brüder eher nicht wirklich. Nicht? Aber ist der nicht als Wolf oder Bär schneller? Nur das Wolf. Aber alle anderen Skillungen nicht. Okay, du hast aber, wie heißt es? Mit entrinnen. Unausweichlich? Scheiße, wie heißt das? So ein Charge habe ich drin, aber der hat einfach 15 Sekunden Cooldown, das ist halt... Naja, Cooldown ist ja normal bei solchen Skills. Movement Skill soll ja nicht immer zur Verfügung sein. Nein. Das ist halt nicht nur Movement Skill, das ist halt... Damage Generator gleichzeitig. Ja, wie es kombiniert wird, ist ja egal. Aber er hat einen. Ja, du brauchst nicht ständig, der hat ständig Cooldown. Das ist nicht nur für Movement verwenden. Naja, also die meisten verwenden es ja nicht nur für Movement. Meiner ist ja auch, also da ist so ein Minimum an Heilung drauf. Der ist halt jetzt nur für Movement, weil er halt irgendwie nichts kann. Der ist halt als Skill an sich nicht wirklich für was Gutes. Das Einzige, wozu denn die Leute benutzen, ist um Leichen zu generieren. Also quasi um Damage aufzubauen. Das gerade aus. Besonders für Corpse. Geradeaus. Für Corpse Explosion. Da brauchst du den. Wenn du einfach jede Leiche haben möchtest. Ja. Also ich muss schon sagen, der Druide spielt sich schon wesentlich chilliger im Gegensatz zum Bart. Beide haben ein bisschen Anfangsstartschwierigkeiten.
Ja, das habe ich mir schon in der Beta gedacht. Und da haben sie bei alle über den Druiden auch. Ja, aber da war ich glücklich mit meinem Druiden. Aber ich habe halt eine Skillung gespielt, die kein Mensch gespielt hat. Was Ja, ist alle. gut? Lightning, gell? Ich habe einen Sturmdruiden gemacht, genau. Und ich war zufrieden Mittlerweile mit ist dem. Lightning ja eins der guten Endgame-Sachen. Ja, weißt du warum? Weil es daran nichts geändert haben. Ja. Der war halt relativ tanky. Er hat vielleicht nicht alles auf Anhieb geschafft, aber er war tanky genug. Also fast der ganze Druide ist incredible tanky. Ja. Also er ist so überhaupt nicht das, was ich eigentlich vom Druiden erwarte. Naja. Aber mir war's recht. Ja, ich habe halt auch in D2 fast nur Elementardruiden gespielt. Einen Ja, da hab ich hauptsächlich Feuerdruiden. Summoner gespielt, aber Einen Feuerdruiden. Summoner Elementar. Das letzte, was ich gespielt habe, war ja so Summoner Sturm in D2, den ich mit dir gespielt habe. Mhm. Ja, Summoner Sturm war auch mein erster Druide. Aber der war ja so zart zum Leveln. Aber war irgendwie lustig. Also ich hab Ja. Ich hab's mühsam gefunden, weil du halt ständig alles nachcasten musst. Ja, er ist nicht. Ja. Jedes Viech ein Verrecker. Maintenance free. Ja. Ich bin ja ein fauler Mensch. Ich will halt gern Builds, wo man wenig Arbeit hat. Ja, Deswegen ist der jetzt auch viel besser, der Necro, als der vorher, weil ich weniger rumklicken muss. Ja. Gut, er hat auch wesentlich bessere CC. Zum Rande. Aber das vorher mit der Leichen explorieren, meinen ganzen Bildschirm absuchen. Möglichst alle Leichen triggern, das war schon zeitweise. Ich will das Single Target nicht. Ja, ist bei mir okay. Das war mit dem Leichentypen auch viel zäher. Jetzt geht es richtig gut. So. Nice. Next one. Jupp. Die kommen ja noch. Warte mal, da kommt noch das Ding. Oh. Gerade so. Du kriegst nämlich nur die Completion Rewards, die sind alle unwichtig. Stimmt. Wenn der Glyphstone auftaucht und die musst du nicht verkaufen dazwischen. Scheiße, Was? Nur 4 XP? Das ist ja nix. Ja, das ist halt ein Ansage gewesen. Ja. Dum. Ja, mir geht das Loot vergleichen und schauen, wie kann ich jetzt endlich was gucken und wie muss ich wieder Aspects drauf klatschen, dass sich das mit dem Bild wieder ausgeht. Das finde ich echt ein bisschen anstrengend mittlerweile. Weil es so gear-dependent ist, der Bild. Mhm. Du brauchst die richtigen Aspects und wenn die nicht mit den Items ausgehen, dann bist du verloren. Das finde ich echt mühsam mittlerweile. Lol, der Affix. Plus Damage while in human form. Das habe ich auch nicht gedacht. Klingt brauchbar. Nö. Nicht? Nö. Lightning Storm, also Stormcaller Druid ist immer ein Werwolf. Oder die meiste Zeit hoffentlich. Ich würde das eigentlich nicht schrotten, ich würde es eigentlich verkaufen. Ihr wollt doch Blut sehen, was? Wo ist eigentlich der Alles verkaufen-Button? Abgemacht. Das ist eine gute Frage. Da haben wir es.
So. Paragon, sagst du. Darf ich was sagen? Mir wird das Inventar schon wieder zu klar. Mir war das immer schon so klar. Ja, aber jetzt schon. Ich bin 55 und nicht Level 100. Oder Level 80. Du meinst die Truhe? Ja. Ah, okay. Ja, da habe ich noch keine Probleme. Aber ich versuche auch gleich nicht so viel Shit aufzuheben. Brauch eh Mats. Alle. Mach mal einen Malignant Tunnel. Das sollte nämlich eigentlich... In Hawezar wäre ein schöner. Aber dann... Zwei sogar. Da gibt es zwei, stimmt, da gibt es über die zwei relativ gut erreichbaren. Ja. Ja, ich habe gerade gar nicht geschaltet, dass wir eh in Hawezar sind. Naja. Die Sache ist die, ich glaube am Ende sparst du ziemlich viel von diesen Invokern, wenn du es abwechseln machst. Geht Weil dann. die musst du craften. Ja, Diese Spitzendinger. Ich habe noch keine gecraftet, glaube ich. Doch. Ja, du hast ein paar, oder? Doch, die Season hat das mal verlangt, ja. Ich habe wahrscheinlich Ja, da ein paar brauchst du mal dabei. einen, den es gleich einsetzt. Meine Überlegung war, die am Ende setzt du dann immer einen ein. Mhm. In der Gruppe brauchst du natürlich dann weniger, ja. Genau, in der Gruppe brauchst du weniger und so was. So, warte. Weniger. Ich habe 7, 5, 6. Gibt nur 3 Stück, oder? Welche Farben hast du sortiert? Ah, in die gleiche Richtung. Ich habe Blauer, 4, 5, lila. 10. Ja. Ich war Blau, lila, blau, orange. schwarz. Oh, ich muss wieder Keys kaufen. Ich muss einen Trank trinken. Das muss ja. Ich lieb's. Einmal rein, gerade alles betäubt. So nice. Einmal einen critteten Overpower und das ist alles tot. Das passt auch, ja. Ja, sie haben jetzt auch noch einmal gesagt, ja, sie wissen, dass man momentan mit Crits das meiste raushaut. Sie Mit Vulnerable ist auch so eine Sache. Ja, mit Vulnerable und Crit macht man am meisten, haben's. Das stimmt ja, aber und das sind ja auch genau die Sachen, auf die der Necro geht. Ich habe total auf Vulnerable und Crit umgestellt von hauptsächlich Crit-Fokus, weil ich das mit Vulnerable nicht kapiert habe. Weil mein Betäuben ist actually nur Bonus. Also es war eh schon auf dem Weg beim Leveln irgendwo. Ich habe auf einmal einen Einbruch gehabt im Damage. Da bin ich von 500% Crit Damage oder was auf, keine Ahnung, Vulnerable 330 und Crit 330 runter und das hat aber so einen Einbruch verursacht. Das war eigentlich eh arg. Ja, das Schlimme ist, mit der Zauberin habe ich halt nur Betäuben und habe halt da alles auf Betäubungsschaden gesetzt. Ja, es war halt nicht so viel. So lebt denn der da noch? Ja, was macht denn der da? Alicante. Wir standen in Spanien. Das war der Chef, okay. Das ist Brutal Hard. Echt? Malignant Hard. Ja. Schau, ich hätte schon wieder übersehen. Ja, ich finde das auch total bescheuert, dass das nicht markiert ist auf der Karte. Ja, das muss irgendwie besser sichtbar gemacht werden. Nein, das ist so. Da sind wir nur ans. Echt? Ich habe 2 übersehen. Ja, aber wenn du jetzt nichts, ich werde da weiter. Das man muss schauen, ob dieses komische Brain-Icon. Ja, es gibt dabei ein ist bei Icon, den Elite, aber das geht manchmal so schnell. Ich achte halt kaum auf die Minimap, wenn ich 20 Kilo. Weil auf der Dingleiste oben. Okay, ja. Bei der Damage, bei der ich biete mal ein, dass auf der Minimap aber auch was abgebildet wird. Dann schauen wir jetzt bei dem. Klickt das Herz nicht an. Da ist gar nichts. Okay, in der Open World was, aber... Das ist nämlich echt schwach, also wenn das angezeigt werden wird, dann wirst du viel weniger. Jetzt zur Not sollen sie so einen blöden Strahl machen wie beim Legendary, ja. Ja, voll. Gibt's halt einen blauen Strahl. auf die Map, so wie beim Legendary. Ja. Aber wie gesagt, in der Open World gab's irgendwas. Ja, der ist aber so minimal. Ne, den Strahl gibt's aber erst beim gedroppten Item. Ach so, wobei...
Vielleicht kann man in den Barrierefreiheit-Optionen dann noch was einstellen. Da habe ich sicher nicht alles aktiv. Ja. Ja. Toll. Toll, scheiße. Legendary. Jetzt. Recht. Ich glaube, wir gehen nochmal ganz rechts runter. Wollen wir da weitergehen? Die keine Option, oder? Hm. Doch, da oben ist die Tür, oder? Ach, ist die schon offen? Also, bei einer war noch eine Tür. Ugh. Achso, dann. Ich bin gerade im anderen Dungeon. Ja. Ich bin gerade in einem normalen Dungeon gewesen, gedanklich. Ja, ich konnte diese Tür noch nie öffnen. Mhm. Wegen dieser blöden Quest. Ja. Das ist der Grund, warum du das dringend machen solltest. Ja, dann machen wir das am besten, bevor wir den nächsten Tunnel machen. Das stimmt, ja. Ja, wobei jetzt kannst du mit... Jetzt? Lieder? Warte, ich probier's mal. Oh, Entschuldigung. Ah, wurscht. Das ist bei mir angekommen. Ich glaube, wir haben schon mal... Oder haben wir die schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Monstrous Outgrowth. Üblen... Das Monstrous Outgrowth. Ja. Einen üblen Ansucher von Warschan. Okay, der braucht das nicht ganz Invoker auf Warschan. Ich habe einen normalen Invoker auf Warschan. Oh, da sagt das ist jetzt Nummer... Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt mal in die Stadt und guck nach. Ich sag, das ist eine WT3-Geschichte. Okay. Aber du warst ein Foul-Invoker auf Warschan. Für das. Ja, nö, ist nicht. Weißt du, was echt nervig ist? Dann portest du in die Stadt raus und in der Stadt geht's gar nicht. Mhm. Ah. Ja, ich hab vergessen, du musst immer noch richten. Ja, noch ein Ladebildschirm. Ja, die erste Season immer ruckeln würde. hätten es halt echt noch besser machen können. Einfach einen Monat mehr Zeit, wenn sie sich gelassen hätten. Hat sich keiner beschwert. So. Ja, das Ganze besser gemacht. Wie heißt die Drecksdinger jetzt? Scheiße. Die kannst du nicht craften. Ja, jetzt machen wir den Quest weiter. Aber das Ding hat doch gesagt, ich soll das craften. Ja, hey, aber du kannst nicht craften. Warum kann ich die nicht craften? Ja, schauen wir uns das noch an. Machen wir der Quest weiter, hätte ich gesagt. Dann. So, das macht mich wahnsinnig, das Zeugs. So. Wie heißt der? Brutal? Nein, verschlagen. Verschlagen, brutal. Ich hab's. Habe ich das gelesen, jetzt habe ich es vergessen. Fucking annoying. Wieder so ein Helm. Ich habe jetzt 4 Herzen dabei. What? Gutes Geschäft. Whatever. Bei Vaters Segen. Oh, Max Roll. Nice. Auf einem Scheißherz. Oh, der heißt auch Max Roll. Nice. Okay. Diese Bezeichnungen sind so bescheuert. Gemeines, boshaftes Sekret. Ja, es ist nicht besser auf Englisch. Brutal Malignant Iker. Ja, nicht wirklich. Iker? Ist es Iker oder Iker? Ich würde Iker sagen. Gut. Ich glaube, ich habe in Conan immer Iker gesagt. So, die Trotz-Quest ist bei mir in Orbei. Ja, dann ist so, finde ich, gleich vorbei.
So. Ich gehe schon mal zum Onyx-Turm und dann schnappe ich ihn nichts mehr. Die kannst du locker alleine machen, ich muss mir jetzt erst ein paar... Shit, was mache ich da jetzt? Schuhe kaufen. Kein Ding. Die ganze Zeit eine Schuhe kaufen. Das ist der Zeit. Ich muss dringend Questen anfangen, jetzt kriege ich die Renown nie voll. Das ist bei der deswegen. Story irgendwie nebenbei gegangen. Ja, true. Aber jetzt tut sich gar nichts. Bei der Hawk hat schon richtig gesagt, man braucht halt ziemlich lang im Story-Mode. Off-Season. Ja, das glaube ich. Das ist sicher richtig. Er hat gemeint, wir leveln so schnell. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ich versuche jetzt auch aktiv anders zu spielen als Off-Season. Also ich habe die ganzen Sidequests in Dry Steps und Catches dann noch ignoriert. Ich habe die Sidequests überall ignoriert bis jetzt. Quasi. Ich habe 2 Gegenden schon fertig. Bin ein bisschen stolz drauf und jetzt wäre ich an Hawezar dran, aber da fehlen mir noch die Strongholds und die geben mir am meisten Ansehen. Ah, wirklich? Okay. Ja. Aber wurscht, beim nächsten Mal dann, weil das geht halt wirklich so viel schneller, wenn wir zu 14. Und es droppen nur scheiß Schuhe. Das ist immer wer dabei, der es auch will. Eine Halle voller Aufzeichnungen. Versteckt unter dem alten Archiv. Das ist echt schwierig, Schuhe zu finden, die passen, weil man nur Evade Charges will. Ich bin sicher, dass auch unsere Käfige der Bindung dazu gehören. Es gibt einen Eingang unten in der Krypta. Ich kann ihn öffnen, doch dort unten sind... Also ganz ehrlich, die ganzen anderen Sekundärstats, also das Primärstats auf den Schuhen, sind eigentlich alle für den Hugo. Boah, die Bodentextur triggert mich. Die nicht vorhandene nämlich. What the fuck? Wie niedrig kann man die auflösen? Yes. Uff. Hast du die High Quality Textures nicht installiert? Doch, aber mittlere Einstellungen. Aber wenn das auf Mittel so aussieht. Was ist denn da niedrig? 2 Pixel. Gatsch. Da hinten ist auch noch die Sidequest, die triggert mich jetzt. Ja, egal, ich gehe rein. Sidequest? Ja, jetzt keine Part. Ja, die Dingster-Quest. Achso, das ist die. Stilles Kloster. Die Käfige sind die Antwort. Wenn ich Ja, herausfinde, das ist eh okay, ich kann mir in Ruhe anhören, was der so labert. Haben wir unser Heilmittel. Okay, der Damage Output ist aber wesentlich höher bei so Dingen. Also, bei dann mir. Oh Gott, die sind jetzt unter 50, die Mobs. Stimmt, die sind jetzt. Ja, das ist klar, wieso. Zack. Nice. Wirklich die vollkommen falsche Quest aktiv. So, komm, manchmal, Mann, wo bist du? Da ist er. Ich werde ihn öffnen. Natürlich. Also der Gag ist halt so alt. Eine verschlossene Tür, NPC öffnet, Viertelstunde lang spawnen Mobs. Ja. Was willst du groß machen? Es gibt nicht so viel.
Mechanics in der Richtung. Ja, weiß nicht. Grimdark und Lost Ark waren doch schon relativ Dem Licht sei Dank. kreativ, Die Halle würde ich mit den sagen. Aufzeichnungen muss intakt sein. Ich bin ja ein Fan von so entweder so Mini-Rätseln, so Skyrim-mäßig. Also was halt nicht jetzt ewig war zum Latschen ist. Das nervt halt früher vielleicht. Ja, das gehst du. Oder... Fast geschafft. Nur diesen Korridor entlang. Oh, das ist aber nett von der Kiste, dass die raustroppt. Beeilen wir uns. Ja, lol. So Mini-Rätsel oder so ganz kleine, keine Ahnung. Drücke die 3 bröckelnden Steine an. Einträgen zu Käfigen der Bindung. Durchsucht Das die ist die Regale Story und machen. Kisten. Reißt den verdammten Boden auf, wenn es sein muss. Die Antwort ist hier. Irgendwas suchen, okay. Cool. Natürlich. Da ist ein bisschen Micro-Lore drin. Das ist ja gerade so. Echt, hätte ich die lesen sollen. Können. Das erste ist Schnarch. Wenn ich jetzt wüsste, was in diesen Jahren in Alt-Tristram passiert ist. Ja, das müssen wir jetzt nachschauen. Das ist einfacher. Screenshot und nachschauen. Sakaron. Aber war Jahr 1000 nicht Diablo 1 oder 2? Ja, irgendwie sowas, glaube ich. Warte mal, in der Asche von Alt-Tristram. Das heißt auf jeden Fall nach Diablo 1. Ich google die Aber werde, was ist denn das? 964, the lesser evils banished the prime evils to sanctuary, Dark Exile. Also sprich, das ist Makes sense. Diablo 1. Mhm. 1004 bis 1010, the Heredram are formed to contain the prime evils. 1025, the small town of Tristram is founded where the Heredram imprisoned Diablo. Mhm. Ja. 1263, Darkening of Tristram occurs. Diablo is defeated in Diablo 1. Ach so. 1264 bis 1265, the return of Diablo and Bars attack on Wallstone transforms Sanctuary in Diablo 2. 1270 ist Immortal, 1285 ist 3 und 86 3 Reaper. Und wir sind jetzt 1336. Ich habe eh falsch gelesen. Da steht ja nur datiert auf. Ja, ja, aber das dürfte relativ viel haben. Da steht nicht, wann es gefunden wurde. Ja. Wurscht, weiter. Die Käfige wurden in Hawezar geschaffen. Eine Erfindung der alten Zakarun. Ich wusste es. Er fasst jetzt quasi eh zusammen. Ich mache den Wagen bereit. Was? Nein! Schockschwere Noten. Nein! Der ist ja süß. Süß ist gut, ey. Huch! Der war schon. Warte mal, das ist schon Warschan? Oh. Das ist ja langweilig. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe mich nämlich durch die, was war das, Season-Reise oder sowas voll spoilern lassen. Unabsichtlich. So ungeduldig. Ein boshaftes Herz. Nochmal! Spielt denselben Mob nochmal. Seltsam. Von der Tür? Nein? Oh. Schade. Und der Dings ist jetzt futsch, tot, gaga. Trefft Naja, Gaga aus.
Du hast mit dem Käfig fangen wollen. Hast du ihn gefangen? Im Käfig? Bin ich mir nicht sicher, ich habe nur wild herumgeklickt. Also Na, von... eigentlich ist er abgehoben. Also der ist durch den Käfig raus und wieder abgebogen. Okay. Ab durch die Decke. Oh Gott, der Ruckler des Todes. So. Jetzt sitzt du da ganz frustriert. Der erinnert mich... Verdammt. An wen erinnert mich der? Ah, den Magier in der Witcher-Serie. Den komischen Archäologen-Magier. Name fällt mir nicht ein. Archäologen? Ja, der was mit Yen hatte vor Geralt. Oh Gott, keine Ahnung mehr. Ja, wurscht. Sein Name ist Varshan. Er war mein Mentor. Mein Priester. Bis Lilith in unser Dorf kam. Ihre Worte haben die Bewohner in den Wahnsinn getrieben und gegen uns aufgebracht. Ich habe Varshan angefleht zu fliehen, doch er wollte sie nicht im Stich lassen, also ließ ich ihn zurück. Meine Schuld trieb mich dazu, nach einer Heilung für mein Volk zu suchen. Schon bald stieß ich auf Orbey und die Käfige. Ich kehrte in ein zerstörtes Dorf zurück. Nur noch Varshan war übrig, von Lilith in den Wahnsinn getrieben. Also nahm ich einen der Käfige und versuchte, seine Verderbnis zu entfernen. Doch irgendetwas lief falsch. Die Verderbnis strömte aus ihm heraus, verschlang seinen Körper und Geist. Sie breitete sich auf alle aus, die er berührte. Varshan ist der Ursprung. Das ist alles meine Schuld. Ah ja. Das weiß ich jetzt. Und es tut mir wirklich leid. Doch ihr müsst verstehen, dass ich nur die Menschen retten wollte, die ich liebe. Und das können wir immer noch. Mit einem besseren Käfig können wir Varshans Verderbnis entfernen. Ich gehe nach Hawezar, um ihn zu finden. Ich hoffe, ihr trefft mich dort. Also geht's doch noch weiter. Was ist das? Samtenes Reliquiarbehältnis. Das klingt auch so nach Immortal. So. Ja, das kriege ich hin. Okay. Zurück nach Hawezar. Ich glaube, ich muss noch Loot schrotten. Gut, viel gibt's eh nicht. Abgemacht. Ich finde spannend, dass da überhaupt nichts ist bei mir. Hat das seinen Stand wieder abgebaut? Ja. Ich finde spannend, dass der seinen Shit immer außerhalb der Stadt aufbaut. Wieso verwandle ich mich eigentlich automatisch wieder in den Bären zurück, weil ich nichts... Varshan ist zu mächtig geworden. Wir brauchen einen stärkeren Käfig, um ihn zu heilen. So, man würde eigentlich in Human-Form bleiben. Wir erfahren, dass die Käfige der Bindung aus Stützpunkten der Sakarum in Hawezar stammen. Es gibt 3 in der Nähe, die Antworten liefern können. Solltet ihr etwas finden, bringt es mir bitte. Willst du mich?
Gott, das ist die. Ich sehe jetzt den Waypoint. Ach, weil du Lead bist. Ach so, ja klar. So schön importen, dass du freischalten kannst. Geht das? Ich habe ja den Stronghold nicht. Ich glaube nicht, dass es geht. Während ich ihn freigeschaltet habe, kannst du den Waypoint freischalten. Ach so. Du kannst nur nachher nicht benutzen, was in deinem Game ist. Ich verstehe. Ja, passt dann. Muss ich erst wieder in die Stadt rein. Ja, praktischer Teleport ist ja in D4 nicht. Das kann ich hier nicht tun. Das ist was, das habe ich einfach noch nicht verstanden. Warum so viele Komfortfunktionen aus Diablo 3 einfach nicht drin sind. Das ein anderes Team ist. Danke für den Waypoint. Ja, was heißt anderes Team? Die haben die Hälfte ja vergrault während der Entwicklung. Ja. Ich glaube, in den oberen Etagen fällt mir gerade überhaupt nur ein Name ein von früher. Aber was los, während die das Zeug einsammeln lassen da und die Story machen? Zeug einsammeln? Ja, Meinst also du? da ist Story Quest. Achso, du meinst das hier, ja. Diesen Story. Kann ich die Sidequests annehmen, obwohl ich den Ding nicht habe? Das ist schon witzig. Das ist eine spannende Sache, ja, ob die bleiben, wenn du dann in dein Game gehst. Wahrscheinlich kann ich es nicht abschließen dann. Ja, wurscht, ich hol mir das Ding. Warte mal, was ist denn jetzt überhaupt ein Stronghold? Das sind aber nicht alle 3 Strongholds, oder? Könnte aber sein. Doch. Nö. Müsst du in deiner Story machen. Naja, ich kann ja jetzt rein. Müsste eigentlich wurscht sein. Ja, aber du schaltest halt quasi nebenbei den. Also die 2 Strongholds schaltest du einfach quasi nebenbei frei. Mhm. Das wird fast Sinn machen, wenn du das bei dir machst. Ja. Hast wahrscheinlich recht. Schmeißt du mir Lied rüber? Ah ja. Dann müsste ich's ja. Das möchte ich jetzt gerade nicht machen, weil ich liebe die Party. Wenn ich dir Lied gebe und ich stehe jetzt in einem Stronghold, den du nicht hast, bin ich einfach mal. Keine Ahnung. Ah, okay. Wahrscheinlich einfach rausgeportet, aber. Wild. Ich sammle mal die Sidequest in der Ecke ein. Ich werde es einfach Sidequesten, während du questest. Ja, ich sammle die mal ein, vielleicht liegt da noch irgendwas am Weg. Standbild. Das ist das neue Sanduhr-Meme. Standbild, Standbild. Mhm. Ich habe die Kreuz. Ich schließe die Augen. Tee? Sie muss in den hungernden Sumpf gegangen sein. Da oben ist noch... Oh Gott, warum ist denn da oben eine Sidequest? Weil ich die damals nicht hatte, als ich runter bin. War das eine Truhe? Nein. Truhe. Ich brauche Zeit, um das zu tun. So, wenn wir zurückgehen, müssen wir alle Monster da schlagen. Das ist eigentlich voll das schöne Ecke und da kommst du in der Regel nur 1-2 Mal rum. Ich bin unterwegs noch. So,
gehen. Ist eilig. Der ist voll geil, der Wasserfall. Warum kann ich nicht weiter rauszoomen? Ich bin, glaube ich, irgendwie noch nicht weg. Naja, ich gehe immer von Fractured Peaks da runter. Stimmt. Da muss ich mal schnell beigehen. Da gibt's nicht viel, aber visuell hat's was. Das stimmt. Da bleibt er jetzt eiskalt da stehen. Achso, das sind seine Heilkräuter. Geht er jetzt weiter? Ja. Oh ja, so mag ich die Mobdichte. Natürlich spawnen da noch mehr. Ich bin echt gespannt auf die Patch Notes nächste Woche. Hast du den Stream geschaut? Na. Ah, okay. Kannst du zusammenfassen? Ich habe wahrscheinlich nicht alles mitbekommen, weil ich die ersten paar Minuten verpasst habe und die ja gleich voll loslegen. Okay, der Partner, der geht ordentlich ab. Also im Prinzip, das Wichtigste ist easy zusammengefasst. Sie wollen... Sie haben es jetzt schon zusammengefasst, was sie machen wollen. Es kommt wieder ein Patch, der Zauberin und Barbar pusht. Also wirklich, der dann bei Skills, bei einzelnen Damage und andere Dinge anhebt. Und so allgemeine Probleme angeht, die beiden Klassen haben. Ich so rausgehört. Da waren auch ein paar so Legendary oder Unique Änderungen dabei. Beim Barbar habe ich nicht so aufpasst, aber bei der Zauberin zum Beispiel wollen sie Kettenblitz verändern, dass der cooler ist. Schaut der nicht. Und sie haben jetzt eben schon darüber geredet, im Vorhinein, wollen dann die Patch Notes am Mittwoch, glaube ich, hat er gesagt, posten. Und ich schätze, genau, bevor der Patch kommt, und ich schätze mal, dass der Plan dann ist, dass Donnerstag, Freitag dann der Patch draußen ist. Wenn alles klappt. Also sie haben gesagt, sie testen es jetzt noch intern und es kann noch kleine Änderungen geben, wie immer. Ja, mal gucken. Eigentlich kann ich mich aufs Pferd schwingen. Also entweder wäre es ziemlich anderwarmige Verbesserungen. Für die anderen Klassen erstmal ja. Ja, oder wir haben auf einmal gleich wieder einen Imber, Barb und Sorg zum ersten Mal. Ich glaube, das Ziel ist ja, das zu verhindern, aber naja, das heißt ja nie bei Blizzard, was da rauskommt. Sie haben gesagt, das ist sehr delikat, weil jedes Prozent, das man irgendwo drauf hat, da schon einiges verändern kann im Diablo Universe. Da haben sie ja nicht unrecht. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass sie jetzt diesen Ansatz allgemein haben und nicht den Diablo 3 Ansatz and then we doubled it. Ja. Weil das war ja am Ende nicht mehr doublen, sondern verzehnfachen. Bitte was? 20.000% Damage dazu oder 50.000% ja, Damage solche dazu? Dinge. Das war halt lächerlich. Ja, also die haben das Balancing halt überhaupt nicht mehr hinbekommen. Weil die Zahlen so eskaliert sind. Dann haben sie irgendwann gesagt, ja, scheiß drauf. Habt Spaß. Hat Spaß gemacht, aber hat halt auch die Server ein bisschen geschmolzen, vor allem in der letzten Season. Und das kannst du halt in einem MMO nicht so machen. Ist jetzt schwierig. Nein, jetzt ist da oben ein Engelshauch. Verflucht, ich muss da hin. Diese blöde Pflanze ist so selten. Angel's Breath? Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Engpass gehabt, aber ich habe es noch nicht so gebraucht für die. Es war meine seltenste Off-Season, also muss schon was dahinter sein. Ich weiß nicht, wofür man es braucht. Wenn man es nicht braucht, kann es gut gerne selten sein. Craftest du Tränke? Ja, durchaus. Aber nie großen.
Ja, Stimmt, okay, die ich haben weiß, die großen gebaut. weiß jetzt nicht, was welche kostet, aber die sind sau teuer. Ja, die Buff-Tränke, die waren schon nicht billig. Ich habe immer die kleinsten. Ja, ich bis jetzt auch, aber ich habe mal angeschaut, was die dann so kosten. Ja, das ist schon... Stimmt, dafür brauchst du es aber. Ja. Es ist so aufwendig zu farmen, dass ich immer gesagt habe, nein, ich bleib drauf. Ich weiß gar nicht, ob man die im Speziellen jetzt noch für andere Sachen braucht. Ich finde die Tränke generell so teuer. Die kleinen, ich kann jetzt gerade 10 kleine Ja. craften oder so. Das ist genau das, was ich meinte. Die sind echt teuer. Also ich crafte sowieso nur das billigste Zeug, es geht um die XP und nachher ist mir wurscht. Ja. Und es nachher mit den 15%, keine Ahnung, irgendwas Resistant nicht schaffe, dann schaffe ich es auch mit denen nicht. Ja, so eine grobste Vermutung nur. Ihr habt keine Ahnung, was ihr getan habt. Und zum Pushen ist eh nichts. Also ich kann ja nicht Nightmare Dungeons pushen, wenn ich Arme Martha. solche Survivability-Probleme habe, dass es 15% Resistance ist. Scheitert. Herumzulaufen, ihr verdammte Närrin. Ihr macht die Ja, aber dann eh andere Themen. Ich habe eine Schicht zu beenden, Yolanda. Wenn ihr nicht meine Kinder füttern wollt, werde ich tun, was ich tun muss. Kommt jetzt da noch was? Da bin ich da fertig. Ich glaube, ich bin da fertig. Das Schöne ist, ich habe es jetzt wirklich geschafft, noch eine Sidequest auf dem Weg zu haben und eine Sidequest im nächsten Gebiet, wo ich dann auch hin soll. Ja, cool. Und meine Ich habe To-Do-Liste. Pre-Season eigentlich vorgenommen gehabt, dass ich dann noch einmal noch alle Quests abschließe. Haben wir zumindest jede Quest gemacht. Ich habe schon. Das wäre sie ausgegangen. Das ist was, das habe ich vor der Season versucht. Ja, genau, wie gesagt, ich habe die Pre-Season versucht und das Ja, mir haben ausgegangen. 4 oder 5 Quests haben mir gefehlt, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. So, na, ich war von den, auf der Map vorhanden, weit entfernt. Ehrlicherweise. Ja, irgendwo hast du auch Abstriche machen müssen, dafür hast du alle Dungeons gemacht. Ja, und Level 100. Und Level 100. Das stimmt ja. Und da ist halt meine Zeit draufgegangen. Das ist klar. Ich hätte vielleicht auch die Ziele Paragon machen sollen. choosen. Das wird Sache. Ich bin noch nicht bereit. Wieso stirbt denn der nicht? Ja, das sei Quests dann leider für. Ah. So, nächste Station. Kräutertruhen sind einfach die besten. Jo. Mit Abstand. Ja, weil die mit einem trüben Kristall drinnen, die sind ja sowas von... Also, ich habe gerade so eine bekommen und mich ein bisschen verarscht. Oder diese Ledertruhen mit 2 normalen und einem überragenden Leder. Ja, danke für nix. Danke, Das ist halt... Dungeon nicht mehr auf. Da gehst aus der so nebenbei. Gehst aus der Stadt, ziehst einem Wolf die Haut ab und hast mehr. Richtig, ja. Aber hey, wieder ein paar Quests durch. Scheiße, ich kann mir vorstellen, was ich vorher in den Dry Steps an Quest-Durchsatz gehabt habe. Da war ich echt, glaube ich, nur mit 3 Quests vom Ziel entfernt. Ich war 5 von 38 Nebenquests. Ihr verarscht mich doch. Mit jedem Side-Dungeon gehabt. Jeden Dungeon gehabt. Manche Sidequests sind aber echt nice. Ja, eh. Aber so nice sind es nicht, dass man ständig wiederholt. Nee.
bin kurz im Hafen. Jo. Achso, das war's hier schon, okay. Mag die Höhle eigentlich, aber dann gehen wir halt weiter. Aufs Pferd. Hier lang. Durch das Geruckel. Oh, wait a second. Ich bin jetzt in meinem Game und die Strongholds sind nicht da. Oh, das geht also doch nicht. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja witzig. So, was mache ich hier? Kreuzritterdenkmal. Ich sammle irgendwas. Kreuzritterbriefe. Oh wow. Ich kann das sagen, wieso, bevor du das anfängst. Okay, jetzt nicht spät, aber geh mal auf die Map bei Gelegenheit, sobald die Gegner tot sind. Dann steht dort, benutzt die keine Ahnung, using quest progress from, und sollte dann den Spieler dessen Quest weiterverwenden. Wo sollte es stehen? Ich weiß nicht genau, wo das steht. Kenn ich nicht. Nee. Kann auch sein, vielleicht deaktiviert auch die Season Quest in Stronghold. Nö. Na, ich kann das keiner versprechen, dass es so ist. Steht irgendwo. Ich kann nicht sagen, wo. Tatsache. Okay, dann probieren wir es jetzt. Ich habe ja Zeit. Eigentlich nicht, aber egal. Und ich bleib dabei, dass die Season Quest C ist. Ja, sie ist nicht besonders Tatsache. engaging. Sieht verlassen aus. Jetzt ist das Stronghold da. Ja, wie doof. Das ist, weil sie es nachher noch weiterverwenden, wenn du aus der Gruppe raus bist, irgendwo. Ja, diese Bücher konnte man ja schon vor der Season finden. Und diese Briefe. Ich hab die damals gesammelt. Ah nö, das sind jetzt andere. Okay, alles klar. Oder? Ja, doch, das war schon markiert. Lasst unsere Brüder ruhen. Klappe halten, sterben, danke. Und ich tue es jetzt verbrennen, oder wie? Wow. Wow. Verschlossen. Okay. Ich läutere die Schädel. Oh nö, ich tue Schädel verbrennen. Okay, das ist aber die normale Stronghold-Dings. Ah, was auch immer. Kann man sicher mehrere Schädel auf einmal tragen.
Ich habe keine Essenz mehr. Die tauchen dann da auf, okay. Cool. Boah, schön. Gute Nacht. Das ist schnell gegangen. Ah, die Briefe. Okay. Das ist ja einfach Grab and Go. Grab and Go. Quasi, ja. Ist ziemlich billig. Hast schon recht, dass man Stronghold mitnehmen sollte. Aua. Was hat denn der jetzt Damage gemacht? Was ist da los? Ach so, weil ich jetzt zwei auf einmal beschworen habe. Oh mein Gott. Da fehlt noch einer? Echt jetzt? Ach nö. Hä? Ach so, ich krieg immer einen. Ach so. Es kommt immer wer dazu. Okay. Den habe ich echt verdrängt. Kurz irgendwie leichte Verzögerungen. Ja, die Lags sind halt wieder. Machen wir da, machen wir wieder nicht. Und so weiter. Was war denn das gerade? Stream was Breakfast. The fuck? Der eine Typ bewegt sich gar nicht bei mir. Das ist normal, die kann man noch. Achso. Jetzt ist es. Danke. So. Das war's? Echt? Okay. Mir fehlt die nötige Essenz. Es hat ein paar Flaschen gebraucht. Bin hier fast froh, dass ich die Strongholds vorher nicht gemacht habe. Extra.
Ja, in dem Kontext hat es natürlich schon Sinn. Ne? Okay. Zwischen mal kurz ein bisschen Suppe kochen. Easy. Trinkt auf jeden Fall alles aus, Jana. Alles. Das war irgendwie das Dorf, was mir am meisten leid getan hat. Während meinem Playthrough. Euer Problem wurde gelöst. Das war irgendwie das traurigste Dorf von allen. Welches bist du gerade? Veichenhani, oder wie das heißt. Veichenhani, glaube ich. Oder Veichenhani? Wie gesagt. Man weiß es nicht so genau. Na stimmt, sie sagen Veichenhani. Ja. Dass ich immer was richtig ausspreche, versehentlich. So. Next. Schädel haben wir schon dabei, wie praktisch. Irgendein NPC, der sicher mit mir in eine andere Richtung marschieren will. Naja, sein Problem. So, das Event lassen wir jetzt aus. Ah, das war das. Ja, das war nice. Das war zwar auch so ein cleare 3 Dinger. Lass das Zeugs da rein. Waren auch so Briefe, glaube ich. Jetzt habe ich irgendwie was ganz nice abgespeichert, das Dörfchen da. Aschewüste. Dieses Feuerdingens. Ja. Das ewige Feuer. Ehrimanns Scheiterhaufen, genau. Genau. Welch eine Hitze. Und doch. Hallo Ehrimann. Wir sind ewig. Einst hielt uns dieser Körper. So. Ja, da gibt immer nur einen Weg frei. Ne? Gibt noch gar nichts frei. Hör auf zu labern. Give me. So, das brauche ich. Ich kann mich entscheiden, was ich lösche. So war das. Ah! Boah, der Gift schon. Wisst ihr, wen ihr zu retten versucht? Ehrimann, Schmerimann, ich hau dich da raus.
Ui. Alles voller Taliban. Level up. Meine Nachbarn, ich flehe. Mir fehlt die nötige Essenz. So, Herr Scheiterhaufen. Nerven. Komm raus da. Ah. Nice. Boah. Einfach weggebämst. Okay. Okay, Bruder. Nochmal. Next try. Feuerschaden nicht so gut. Oh, diesmal nicht. Diesmal nicht. Jetzt kenne ich deinen Trick. Ja, der ist schon mit Vorsicht zu genießen, der Bruder. Ich habe kaum noch Essenz. Merk schon. Ihr werdet keiner Seele erscheinen. Alles klar, dafür droppt ein Legendary. Passt. Einfach mal gestorben. So, Stützpunkt, Schmitzpunkt. Da ist noch irgendeine Sidequest. Wartet. Ich war hier. Vor all diesen Jahren. Als Kind. Paragon. Ich kann noch immer das gekochte Fleisch riechen. Nicht jetzt schon wieder Skelette. Bitte. Auf ein Wort. Was soll denn das jetzt? Das Buch, das das wahre Gesicht der... Kurz schwarzer Bildschirm, okay. Ja, den Bug habe ich auch letztens häufiger. Was auch immer. Der Ring ist halt auch bloß nett. So, Paragon, Paragon, Paragon. Zap, zap. Oh no, ich habe die Buchseiten vergessen. Ah nö, die muss ich jetzt erst machen. Ah. Nochmal die Skelette abfarmen, yay.
Keine Ahnung, wo das sind. Ich habe keine Essenz mehr. Da ist eine Truhe. Der kann ich nicht interagieren. Muss doch in jedem Eck muss eine Seite sein. Mist. Oh. Nicht, dass das jetzt auch rumspackt. Da ist nur die Lilith. Oh no. Ah, da. Ah. Sie verstecken sich hinter ihr. Da ist es. Ihr könnt hier keinen Stein werfen ohne Nur Feuer kann diese große Verderbnis. Achso, das war's. Okay. Cool. Ja, so ist bei den Regionalen. Was man der Season zugute halten muss, ist, dass sie Open World Content bietet. Ja. Weil die Open World kommt im Endgame viel zu kurz, die interessiert dich einfach nicht mehr. Das stimmt, ja. Ich hoffe, das ändern sie noch. Ja, da brauchen sie halt noch irgendwas, dass es sich auch lohnt, da draußen mal rumzulatschen. Jo. Es kann ja nicht sein, dass die Welt von Diablo nur Deko ist. Insbesondere wenn sie so eine riesige Welt bauen. Das haben sie in Diablo 3 eigentlich ganz gut hinbekommen mit den Bounties. Dass die auch im Endgame noch einen Sinn haben. So, und da gibt's 5 grausige Gaben drauf. Magst du mitkommen? Ja, ein Weizen. Da jetzt wieder für ein Quest-Typ. Ach, der Linden persönlich. Den ignorieren wir jetzt. Können wir nicht. Okay. Habe ich einen Trank? Nein. Warum nicht? Ich hab dafür Standbild. Ich habe auch so immer wieder Ruckler. Ich weiß, sie bringen nichts, aber ich kann diese Mini-Dungeons nicht, Keller nicht sein lassen. Aber sogar die Quest. Ja, die ist irgendwie wieder so am Weg. Die dauert aber ziemlich. Was muss ich denn überhaupt machen bei der Quest? Sucht doch seinen Vorrat. Ganze hin und her und Ich dachte, die erste von denen ist kurz. Habe ich das falsch abgespeichert? die erste vielleicht eh, ja. Ja, nö, passt schon. Die ist jetzt genau überm Ziel. Das Okay. ist actually Achso, die perfect. bleibt ja dort nicht.
Ja, vielleicht kann es da passieren. Müsste gehen. Gespeichert ist es ja. Fortschritt. Keller abgeschlossen. Yeah! Ich habe leider nicht gesehen, ob ich da XP dafür bekomme. Seht euch das an. Der Glockenturm der Zakarum. Oder was davon übrig ist. Die Narren haben versucht, auf Schlamm zu bauen. Der kommandiert es sogar. Fast bewundernswert. Ein Glaube so mächtig, dass er selbst den geringsten Menschenverstand übertrumpfen kann. Wo ist das, was ich suche? Ach, da. Meine Güte. So, den Schwachsinn haben wir. Dann gehe ich noch nett in den Dungeon rein. Sind ja 30 Minuten oder so Zeit. Ich fange schon noch mal mit. Und kill noch schnell den Typen da. So, der war das nicht. Ich versichere euch. Ja, es zahlt sich alle Plan, Ja, ich finde seine Storyline actually super. Die Storyline ist ganz nett, ja. So. Ich finde es lustig, dass man ihn wieder trifft. Ja. Einer der besten Nebencharaktere. Nö, das war's hier jetzt. Gott, da gibt's auch noch 2 Sidequests. Oh mein Gott. Glockenturm? Ich bin schon drin, ja. Achso, du bist schon. Was mir jetzt actually auch nichts bringt. Also ich porte in die Stadt. Ja, ich porte in die Stadt. Nicht mehr diese Entscheidung, was schneller ist. Selber rundherum latschen oder hin und her porten. Ja. So, wie voll bin ich? Oh, ich komm gleich nach. Ne, ist okay. Ja, nur her damit. So, das muss jetzt einfach reichen. Darf nicht mehr so viel blaues Zeugs mitnehmen. Huch. Nice. Die Glocken. Wieso muss ich gerade an Choose My zu denken? Weiß ich nicht. Und Uschis Glocken. Das ist lang her. Mhm. Richtig lang. Ich bin noch nicht bereit. Danke fürs Abo und Hawezar, grüß dich. Um die Uhrzeit. Punkt Mitternacht, das war doch Absicht, oder? Damit ich mich schreck zur Geisterstunde. Spielst du auch noch Diablo? Spielst du Season? Wie wenn nicht? Mega Absicht, alles klar. Es hat schon wieder den falschen Sound abgespielt. Ich verstehe es nicht. In der anderen Einstellung geht es nämlich richtig. Ohne dass ich was ändern muss. Das ist echt komisch. Patch hätte dich fast vergrault. Warte, was hast du gespielt? Barb? Die alte Zakarum-Kirche.
Ja, ich habe einfach Necro gemacht. Easy. Es war eh schon die ganze Zeit der Plan, dass das ein Necro wird. Dummerweise haben sich jetzt alle dafür entschieden. Naja. Die machen im Prinzip nur mich nach. Ich habe Videobeweis, dass ich das schon... keine Ahnung, von Anfang an gesagt habe. Ja, was du der Hipster. Hatte vor jeder... Ja, ich bin halt... Ja, warte. Trendsetter, so hat man das genannt, bevor es Hipster gab. Oh je. Ja, ja. Nein, ich meine ein Event. Achso. Hätte auch passt. Jede Season was Neues sein, oder? Nö, passt schon. Die sterben halt. Mir doch egal. Ich will nur die Truhe. Gibt ja nur die kleine Truhe. Ja, du kannst deren Tod nicht verhindern. Mit Giftschaden. Nicht mit Gift, aber ich hab's beim Leveln mehrmals geschafft. Aber jetzt seit BT3 nicht mehr. Also BT2 war es zum Beispiel Level 50. Das Problem ist, dass die einfach viel zu wenig aushalten im Vergleich zum Monster Damage. Und sobald einer von denen AE macht, ist es vorbei. Jo, das ist richtig. Das Einzige, wie du es halbwegs schaffen kannst, dass einer überlebt, ist, wenn einer außerhalb der Tür steht. Ja. Das ist quasi die Cheats. Ja. Jetzt kommt der Dicke. Den gleich mal wegballern da. Du, die leben noch. Ja, weil ich mein Bestes gebe. Und ich habe schön den Dicken weggeballert. Nice. Die haben überlebt. So macht man das also. Mhm. Einmal für Bären für kleinen. Im Prinzip bräuchtest einen Spieler pro NPC, der die ganze Zeit auf den aufschaut und alles wegtankt. Ja, das hat gut funktioniert jetzt mit meinem Area Damage und mit deinem Single Target Damage. Das hat echt ganz gut hingehauen. Der eine ist fast voll. Und der Legendary. Nice. Jetzt reden die wieder alle hintereinander. Oh. Ja, danke, gib her. Schneller, halt die Klappe. Wo ist meine Truhe? Also ich habe gar nichts. Oh, 2 Legendary, das ist nice. Ja, okay, ciao. Gar nichts. Nicht mal Loot gesehen. 3 gelbe oder so. So, knock, knock. Ah, du hast den Key. Entschuldigung. Ich hab mich gewundert, warum ich es nicht ausspielen kann. Ich hab mir gedacht, wir haben schon. Ich habe nicht drauf geachtet. So. Die Hexe zurück in den Sumpf. Ich habe kaum noch Essenz. Au. So, warte, wo war ich? Witzig, wie tanky der Bär ist. Sabrina, was spielst du jetzt in der Season? Wie auch jeder Season 9 Schauspiel. Bin ja überlegen, nächstes entweder Druide oder Rogue. Aber wahrscheinlich, jetzt war Rogue schon die ganze Zeit stark, jetzt nerven es den noch. Achso, jetzt haben wir jetzt wieder deinen Fortschritt, gell? Ja. Beim Legion in 250 in Carriger. Stresst mich zu sehr, glaube ich. Also ich porte es einfach hin. Ich bin nur noch immer ein bisschen überfordert, damit dass der Dungeon vorbei ist. So plötzlich. Ja, okay, wenn ich's schaffe. Warum habe ich den Dungeon gemacht? Ach so, das war nur wegen den Gaben. Wegen dem Whisper, ja. Ich habe vor der Stadt halt noch Zeugs abzugeben. Ja, vielleicht schaffe ich's. Ja, nur her damit. Wenn ich die Legion nicht bräuchte, ey. Wie kann ich helfen? Er ist gut gerollt, den wollen wir aufheben. Ist für mal Whisper Legion. Okay, oh, okay, das ist gut.
Ich habe noch 1 Minute, sagst du? 1:30, ja. Fuck. Cool. Das kann ich hier nicht tun. Das wird knapp. Mein Pferd funktioniert nicht. Das Port her, das ist nicht direkt vor der Stadt. Boah, ich hasse dieses Pferd. Ist der Cooldown jetzt auf 30 Sekunden? Ich glaube, der war 25. Keine Ahnung, es nervt alles. So, weg da. Achso, ich wollte mir das anhören. Nö, es geht sich nicht aus, vergiss es. Vergiss es. Du kannst die jederzeit vor die Importen. Die Quest ist ja direkt vor der Stadt, das kannst du jederzeit abgeben. Ich wollte halt nicht hin und zurück und... Nein. Weil ich genau weiß, dass ich dann wieder 10.000 andere Sachen zu tun habe, bevor ich diese Drecksquest abgebe. It is the way it is. I'm here. Das weiß ich zu schätzen. Hallo. Trank ist aktiv, halb tot bin ich auch, also alles perfekt. Danke. Ich habe einfach 20 unterschiedliche Tränke im Inventar. Deswegen rahmen schon die Hälfte Und wieder ein raus. Schädel. Der ist aber hübsch, der Schädel. Ah, der. Mhm. Den habe ich halt gehabt. So, die sind aber relativ niedrig, die Dudes. Was ist da los? Ganz normal. Golly WT3. Erstes Mal Gear farmen und so. Hm. Ich brauche mehr Zeit. Oh, fuck, da unten macht überhaupt keiner was irgendwie. Jupp. Ja, es sind doch irgendwie nur 5 Leute. Ja, das wird schon beim zweiten spannend werden, so wie es ausschaut. Mhm. Ich habe keine Essenz mehr. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Giftdudes. Das ist meine Maus. Ja, das wird interessant. Ich brauche mehr Zeit. Okay, wenn ich allein in der Gruppe stehe, sehe ich, wie schwach ich bin. Wow. Naja, du kämpfst natürlich gegen Gegner, die gebufft sind, die jetzt stärker gebufft sind seit dem Patch. Ja. Von 10 Leuten oder so. Ich habe halt keinen so haut drauf, Dings das Skill. Mhm. Ich habe keine Essenz mehr. Ich kann mir vorstellen, dass viele einfach noch nicht so weit sind für WT3. Doch, doch. Ja, ich glaube die Mehrheit nicht. Na, die Mehrheit nicht, aber es sind sicher schon genug unterwegs. Wir sind schon Level. Definiere genug. Ich finde, wir sind halt zu wenig, weil das ist halt was, das ist für 10 plus Spieler ausgelegt. Das ist aber wurscht, das skaliert ja jetzt eh mit, viel stärker mit Spielern. Nicht wirklich.
Doch. Ja. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Individuell ja, aber die Gruppe, da macht es ja keinen Unterschied. Naja, die Gegner werden halt stärker für genau wie viel Leute da sind. Ist das pro Person? Ich glaube schon, ja. Ich glaube beim World Boss ist es so, bei denen bin ich mir nicht sicher. Aber das sind halt ein paar Prozent. Es wird ja mehr als nur wieder ausgeglichen, dadurch, dass mehr Leute in der Regel mehr Damage raushauen. Aber wenn ich halt vom Level her schon das dritthöchste bin, naja. Zweithöchste? Dritthöchste. Wenn sie es aufteilt, geht halt ein Teil immer langsamer. Mit so wenig Leuten. Ja, also ich rush mir gerade gut durch. Für das, dass ich so bin. Ich laufe immer dahin, wo der Weg kürzer ist. Mhm. Und ich laufe dort, wo keine Leute sind. Da ist ein Ping, wo nichts mehr ist. Cool. Ja, das ist einer von den Gegnern irgendwo verschwunden von dort. Oh, dammit. Das könnte sich ausgehen. Mhm. Ich brauche mehr Zeit. Oh shit. Ja, doch. Ja. Jawohl. Knapp, aber doch. Gut, dass ich im anderen Ende war. Also der Druid war im Schutzsache. Also gegen Crash-Mobs Mengen. Gegen Single-Tage ist eh nicht so geil, aber... Oh fuck. Wenn du auf den Auswuchs einschlägst und hinter dir steht so ein vampirischer Elite, der sich auf dich einprügelt. Nice. Ich bin noch nicht bereit. So, es muss jetzt aber schnell gehen, Freunde. Mhm. Das wird eher das Knappige, glaube ich. Na, es geht sich aus, wenn alle drauf prügeln. Ja, Ich habe keine Essenz Zack. mehr. das ist schneller gegangen als Knapp. erwartet. Allerdings knapp. Ja, allerdings. Auf die Sekunde einfach. Ja, das heißt, wir schaffen einen Boss. Also das geht Ja, es sollte sich ausgehen. Eins ist down. Zwei ist down. Ja, gut, ja, mit Zeit easy. Und Really? geschafft. Das weiß ich zu schätzen. Nice. Mhm. Danke. Gut gemacht. Inventar voll. Und das trifft es sehr gut. Ich gehe nach Paragon. Ja, für mich ist langsam Schlafenszeit. So schade, Für ob ich mich, jetzt die ja. blöde Quest abschließen kann.
alten Schliffe und Funk. In der Tat, äußerst edel. Bin ich mal gestorben? Nope. Cool. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den Schmuck sortieren soll. Nach Sockeln oder nach Affixen? Noch zerlegen. Nach zerlegen. Alle weg. Was ich nicht trage, brauche ich nicht. Also ganz ehrlich, ich habe das meiste. Ich habe es nach Affixen sortiert und ich habe das meiste zerlegt, oder das meiste Zeug eigentlich shit ist. Ich werde erst im Endgame überhaupt wirklich schauen, dass ich die Sockel zu den Dingen optimiere. Braucht halt jetzt schon. Weil das ist viel zu anstrengend gerade. Braucht die jetzt schon. Brauchst sie. Mhm. Im Gegen Paragon Board, das dir plus 20% Damage instant gibt und solche Sachen. Also zum Optimieren ist mir das zu viel zu früh. Ich brauch alle drei, die ich jetzt habe. Alle drei Farben. Ja gut, nö, den dritten brauche ich nicht, auf den könnte ich verzichten. Aber der Orange und der Blaue sind absolut essentiell. Sprich, ich kann nicht einfach das Amulett tauschen. Es ist zu viel Damage, der da drauf geht. Anyway. Bei mir sind es immer nur die Items selber, die so wichtig sind. Gegenüber den. Ja, ich habe das jetzt auf Stufe 40. Das muss halt so lange halten, bis ich endlich ein passendes, besseres habe. Du mit Level 100 Bar brennt immer noch mit dem Level 63er Hawezar herumwerken und kein besser gefunden hat. Naja, solange das Gegenstandslevel passt, ist es ja wurscht. Ja, Level, also irgendwie ja, 600 irgendwas. Achso, nur? Okay. Das ist nicht sonderlich hoch. Ja, wenn es kein Hawezar findest, das besser ist. Hm. So, jetzt kommen wir und jetzt bin ich soweit. Oh, du hast neue Pflanzen. Das ist ja hübsch. So, aber jetzt. Dem Licht sei Dank. Es wird mich einige Zeit kosten, das durchzugehen. Doch ich hoffe, bald die Informationen zu haben. Das wird teuer. Ich glaube, ich habe 20 Mücken gestochen einfach. Alter, ich habe gerade ein Item, Schuhe, endlich, gescheite. Und reroll sie gerade. Und wollte Movement Speed und jetzt bekomme ich Movement Speed und Spirit Cost Reduction zur Auswahl. Die zwei Affixe, die auf dem Scheiß-Ding fördern. Hat der jetzt ernsthaft gesagt, danke und schickt mich zum nächsten Dungeon? Wieder quer über die Map. Ich entwickle langsam so einen leichten Hass gegen ihn. Ich hab grad. Ja, das ist ganz normal. Ich hab Schuhe bekommen, die haben meine Attack Power um 400 gesteigert. Das ist nett. Vor allem bei Schuhen. Ja, es sind nur Schuhe. Mhm. Und 3% mehr Armor. Achso, ich soll irgendeinen Dungeon machen. Das ist sein Plan. Nö, Ja, zwei bestimmte. Okay. Whatever. Whatever der Weller, let's go. Solange ich in der Stadt bin. Die Energie zum Aufregen besser in den Dungeon stecken. Solange ich noch welche habe. Ich schlafe ja eigentlich seit 20 Minuten. Ah ja.
Mhm. Nur dann. Das wäre der Plan gewesen damals. Vor Mitternacht. Vor der Legion. So, aber diesmal printet es nicht aus dem Codex, sondern aus dem Item. Das ist zu teuer. So, und wehe, da drinnen brauche ich jetzt wieder einen Warte mal. konkreten, Das ist Malignant Dungeon, oder? bitterbösen, keine Ahnung was, ja. Gib mir eine Sekunde, bitte. Ja, beim Trash verpasst eh nix. Das nicht, ne? Aber... Ah, ich muss jetzt den Aspekt finden. Wie heißt der? Rückseite. Ah ja, schön. Ich muss 3 Verderbnisse zerstören. Verderbtheiten. Das dauert eh. Dorbene. Wieder zuerst imprinten, dann schrocken gehen. Ja, das Hin und Her in den Städten ist auch so eine Sache. Kids. Ich schaue noch kurz meine Season-Dinge durch. Satz war nicht besser. Geht's? 12, hm? Wird das vom Item und es kostet genauso viel? Ja, das ist so teuer. Was war das? Achso, meine Leiche. So. Ich fahr zu dir. Jo. Ich finde es ja komplett blöd, dass ich meine Herzen nicht markieren kann als Trash. Cool, ist die Map nicht? Lass mich kurz bei dir die Map aufmachen, bitte. Siehst die Map nicht? Gar nicht? Ja, ja, na, schon nur den Teil, wo ich jetzt dabei war. Das ist in jedem Dungeon so. Ja, aber... Uncool. Standard? Deswegen machen wir kurz den Map auf, dass ich weiß, wo wir hin müssen. Wir kommen von unten quasi. Okay. Boah. Dass du mein Bildschirm voller oranger Zeug hast. Dann heißt, erlebt nicht mehr viel. Ja, dieses scheiß Gift. Ja, Gift ist echt heftig. So. Warte, der kommt nochmal. Ah, der kommt. Oh, Herz und so. Ja, viel klar. Ich brauche mehr Essenz. Au, und hat mich wieder fast gekillt. Oh, ja. Du hast nicht vergessen, solange es so dickgrün ist, lebst du dort noch. Jo. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig zu wissen. Die Angst ist trotzdem da. Nein, ich kenne das Problem. Und der nächste. Malignant Meister. Au. Ah, das war knapp. Ach so, ist schon aktiv, okay. Jo. Haben wir erst bei die. Oh, es ist so einer. Ah. Ja, bei denen darf einfach nicht in der Nähe stehen und explodieren. Bist du. Ich fühle mich ein bisschen wieder Hulk. Du schaust doch aus wie er. Aber Hulk Smash. Alles ist tot. So, Teil lang.
Letzte Verderbnis. Wieder so einer. So, da hinten. Einmal komplett rundherum. Warum? Darum. Diese blöden Ossi-Mobs sperrt mich da einfach aus. Mauer. Ja, stimmt, das heißt ja jetzt Waller. Etappe 2. Ah, cool. Mal was geschafft. Achso, ich krieg jetzt die Ziele von den Etappen abgeschlossen, die ich längst hinter mir habe. Nice. Na gut, das bringt ja in der Season-Reise Pass immer noch was. So, ich klicke. Geht nicht. Ah, der geht. Ja doch, geht. Okay. Du hast keinen Ratho-Invoker. Nicht? Also, wahrscheinlich. Irgendwie hat es aber funktioniert. Ja, den Vicious hast du gehabt. Das sind jetzt auch verschiedene. Hast du den jetzt reingeklickt? Au. Na, den hast du gemacht. Okay. Es gibt ja nicht nur 3 Herzen, es gibt ja 4. Ja, es ist furchtbar. So, wo baut die jetzt hin? Ins Bett am besten. Das wäre eine Lösung. Das Int drauf. Oh, die Waffe bringt plus 6 Damage. Oh, es ist wieder soweit. Geht aber noch mehr. Also mit plus 6 Damage brauchst du nicht. Nee. Aber es ist langsam soweit. Ich habe jetzt mit 719 Item Power. Das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, du bist aber eh schon ziemlich an der Grenze von WT3. Und den Non-Ancestrals. Glaubst? Ja, ich glaube schon, weil es geht ja nur bis 800 plus. Es geht auf WT4 erst bis 800. Also nur bis 800. Ja, ja, also das meine ich. 20. Ja. Ja, aber ich habe noch weit nicht alle Items dort. Nur die Waffen. Nein, ich habe ihn nur gemeint bei dem einen. Nee. Was haben wir für Herzen und warum muss ich mir das jedes Mal anschauen? Ich tue die jetzt einfach schroten. Oh, der macht 10k Damage, den schrott man nicht. Oh, das ist Mineral. Ich schrotte. Schrott mal auch. Schrott mal das auch. ist fast Max Roll. Das ist nice. Level 3 auch noch. Den schrott mal auch, den schrott mal alle. Muss ich jetzt. Ich finde das eine Herz auf Tempting Fate, das finde ich so schräg. Na, muss ich. Kennst du das? Farbe? Orange. Tempting Fate. You gain 68% critical strike damage, das, but ja. your non-critical strikes deal 35% less damage. Das ist was, das könnte bei meinem Bild funktionieren, weil meiner legt es drauf an,
mit den einzelnen Skills die Crit-Chance einfach auf 50, 60, 70, 80% zu hieven. Mhm. Und damit hast nett. fast keine Non-Crits mehr. Ja, okay, das ist natürlich dann schon nice. Aber das Fiese ist an dem, du kriegst 68% plus Critical Strike Damage, also additiven, du verlierst aber 35% multiplikativen Non-Crit Damage. Das ist richtig. Das habe ich auch noch nicht bedacht. Es ist zu viel, ja. Das ist voll viel. Also ich trage es auch nicht. Nein. Obwohl es bei mir in die Richtung geht. Das Doofe ist, ich kann dann nicht sagen, wie viel Crit-Chance ich habe. Weil es einfach skillbedingt ist und nicht drinnen steht. Also das ist halt von Passiven und so weiter abhängig. Irgendwo steigere ich das zweimal, das weiß ich. Naja. So. Also mein Crit ist ja eigentlich ein Pipifax. Dafür habe ich 267% Overpower Damage. Apropos Damage. Hallo, Damage mit Knochenfertigkeiten. Oh, ich krieg sogar Crit-Chance mit dem seltenen da. Nice. Also dieses eine Herz mit der Resource Generation, Resource Draining Effect, das hätte mein Barb gebraucht. Für die neuen Dungeons. Das ist auch cool. On Hit steigere ich meine Essenz. Nicht schlecht. Ja, dann machen wir halt den zweiten auch noch, ne? Also machen wir das jetzt. Damit die blöde Quest endlich mal ein Ende hat. Ah ja. Also ich sehe noch nicht das Ende, aber... Ja, dann muss ich kurz nochmal wohin und dann komme ich gleich mit. Ja, ich lade schon mal gemütlich hin. Ich habe übrigens immer noch eine ganze Menge diverse Sidequest-Dungeons offen.
Da ist er ja. Jupp. Rechts? Achso, geht nicht. Dann geht Der er hat sich geradeaus. gelegt. Ich brauche mehr Zeit. Der macht mir vor. Ja. Nur reinführen. Ich habe keine Essenz mehr. Sein Minion einfach länger lebt als er. Das ist bei den Minions oft. Ja, weil die immer so blöd irgendwo stehen. Das ist ja. Irgendwie haben wir am Anfang der Season gedacht, diese Herzen werden irgendwie Ich bin wichtiger. noch nicht bereit. Jetzt haben sie es irgendwie gar nicht. Zum Farmen meinst du jetzt? Ja, das passiert nicht von selber quasi. Ja, wenn du da mal deine aktiv hast. Sammelst 100.000 im Trash, bis du einmal eine Verbesserung findest. Mhm. Wie beim ganzen Item schwarz wäre. Es ist nur die nächste Gear Wall, die noch viel früher haben. Jupp. Das ist sinnlos. Ich bin kein Fan des Season-Themas. Mhm. Also die Grundidee ist ja jetzt nicht mal schlecht. Nicht blöd, aber... Es spricht halt schon den Diablo-Spieler an. Das ist halt basically die Diablo 3 Legendary Edelsteine recycelt. Ja, aber blöder irgendwie. Aber ja, irgendwie nicht so durchdacht. Und das mit den von PoE geklauten Sockeln habe ich schon dreimal im Stream gesagt. Blah. Ach, das Herz. Ja. Hätte ich wieder mal übersehen. Ja, so war ich mein Damage. Dick und orange. Alter, wie das reinhaut, wenn man sein ganzer Bildschirm einfach instant stirbt. Ja, ist das Sinn von Diablo, oder? Ja. Die Satisfaction hast du das Barb. Das war beim Barb nicht. Das Roter vielleicht noch, aber. Und mein Druide schwackelt mittlerweile dahin. Mhm, ja, ganz schön schnell eigentlich. Er hat gerade schon mit 13% oder so. Unupgraded Run Speed. So, rein in meine Leiche, du Kacknoob. Ich mal ausnocken für 3 Sekunden und dann umhauen. So, was braucht ihr jetzt reingesteckt? So, jetzt schauen wir. Ups. Das linke, ja. Das linke war lila. Na, das linke war schwarz. Achso, links ist andersrum. Ja, anderes links. Rechte war lila, ja. Richtig. Das, was ich angeklickt habe. Genau. Und da könnte man rein theoretisch einen von 2 verschiedenen beschwören. Nur die schwarzen sind einfach nie zu finden. Hat mir der Rotz jetzt einfach 5 Herzen gedroppt. Uff. Seht's nach Kormont. Ja. Kormont, Schwarmont. Ja, wo bist denn du schon wieder, Kormont? Warte. Die Map. Der ist jetzt immer noch da. Ja. Der macht mich. Boah. Der ist quer über die Map, ja. Ja, aber immer.
Jetzt ist aber schon relativ lang da unten in Sabinset. Also, ja. Wenn du das sagst. Schickt mich trotzdem quer. Und hat halt seinen blöden Tisch an der dreckigsten Stelle, wo ich runterklettern muss. Ja, Freunde, später geht es mir überhaupt nicht mehr in die Overshot. So. Wo ist er jetzt? Das verstehe ich nicht, warum sie es nicht in jeder Stadt machen. Die Quest heißt Seht nach Cormont, ne? Achso, jetzt ist er da, okay. Dachte schon, das ist wieder Abgrad. Forschung zur Boshaftigkeit. Hey, ja, das weiß ich doch. Bruder, das weiß ich doch. Das ist zu hoch. Das ist zu niedrig. Damit kenne ich mich nicht aus. Das ist eigentlich okay. Das ist auch okay. Beiden behalten wir. So. Ich habe gerade festgestellt, dass eins von den Herzen sich komplett ignoriert hat bis jetzt. Oder nicht komplett. Mittlerweile gar nicht mehr so blöd wäre. Wenn ich einen Ring dafür hätte. Ja, laut Den ich natürlich näher drauf. die ihr beschafft habt, stammen die Käfige der Bindung aus einem versteckten Außenposten, der vor langer Zeit versiegelt wurde. Das ist unser vielversprechendster Ausgangspunkt. Treffen wir uns dort. Natürlich. Natürlich. Ja. Das machen wir heute nicht mehr. Das war eigentlich ganz cool. Ja. Gar keinen Bock dahin zu reisen. Verstehe. Einen Stronghold haben wir noch. Ja, wurscht. Next time. Gefühlt irgendwie nur die Hälfte von dem erledigt, was ich heute wollte. Ich dachte mir, ich krieg Hawezar durch, aber ist sich nicht ausgegangen. Es fehlen einfach noch 290 Ruhm, Ansehen, wie auch immer. 290. Sind 10 Sidequests. Na gut, wenn ich die Dungeons Also ehrlicherweise, diese ganzen Herzen, die da droppen, die werden mit dem Barb so cool. Echt? Jetzt, wenn man das überlege, was da rumgegangen. Vielleicht haben die denn absichtlich so lange nach Hawezar verfrachtet, weil die Gegend so unbeliebt ist. Vielleicht. Ja. Abgemacht. So, das wird man aufheben, ne? Ja, nö, für mich ist Sendepause. Dann kommt der Worldboss. 50 Minuten. Aber das schaffe ich nicht mehr. Ist halt schon ein dringendes Bett. Ja. Eigentlich. Es ist 1:30. Ah. Hast du also viel mehr pinke Herzen als orange und blaue sie? Ich habe jetzt so gefühlt 5 pinke bekommen, aber es ist bis auf 1 alle geschrottet, also. Ja, ich habe das Gefühl, viel mehr pinke als die anderen zwei. Schwarze am allerwenigsten. Ich habe noch kein einziges schwarzes. Ah, blaue, Entschuldigung. Schwarze mit 2. Ne, bei mir sind es eigentlich ziemlich gleich aufgeteilt. Aber halt nur die, die ich behalten habe, also. Na, ich finde irgendwie. Jetzt zu sagen. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Ich werfe jetzt den ganzen ledierten Mist raus. Es wird Zeit.
Auf 60 kommt dann die nächste Stufe. Sinnlos verschwindet der Thronplatz. 47 Minuten bis der spawnt. Ich hab nichts mehr zu trinken. Schade, die hätten noch was. Na, aber halb 2 ist mir zu spät, das geht halt nicht. Das ist halt echt spät, aber meistens kommt der noch später. Das ist das nächste Problem. Mhm. Und der dauert so, bis er gekillt ist, und dann ist schon 2. Na, ich lasse das halt. Ich wollte den heute Mittag abpassen und hab's aber sowas von verpasst. Da muss ich jetzt mal hoffen, dass der richtige ist. Ach, da jetzt, also heute Abend war es dann der richtige. Ich habe aber ehrlich gesagt gar keinen Schimmer, welchen ich. Ich glaube, Hawezar fehlt mir, aber. Ich war halt sogar Reset, also heute fahren da eh wieder alle. Ah. Also ich hab halt. Ist Freitags Reset? Ich glaube, es ist Freitagvormittag. Ah. Ich hab halt den. Wie ist der Gold Cursed Avarice? Ja, da war ich auch dabei, oder? Ja, doch, das war der, ja. Stimmt, den haben wir gemeinsam. Nö. Ich wollte eigentlich den Stream vorher starten, hab's aber zeitlich nicht geschafft. Aber ich hab's geschafft, mich 3 Minuten zum World Pass zu stellen. Ah ja. Aber ich hätte es nicht mehr geschafft, den Stream vorher anzuwerfen. Mhm. Leider. Dann war ich für den Diablo Official Stream auch spät dran. Naja, wurscht. Ich mache jetzt Schluss. Ich will ja auch keine Dreiviertelstunde jetzt rumstehen. Oder mich noch mit der Quest rumärgern. Jo, gute Nacht, schlaf gut. Bis bald. Jo, mal gucken. Montag, Sonntag, irgend sowas. Bye bye. Bei mir wahrscheinlich Sonntagabend, aber. Ah ja. Aber schauen wir mal. Vielleicht. Ja. Voll. Mal sehen, wie es sich ausgeht. Tschüss. Ciao. So, ja, ihr habt's vernommen. Schluss für heute. Gehen schon wieder auf die 5 Stunden zu. It's too much. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht und bye bye.